Guten Tag zu einem neuen Stream, aber nur ein ganz, ganz kurzer Stream. Es wird heute nicht so ausarten wie sonst die Tage, denn jetzt gibt es ja gleich ein wunderbares MSI-Event. Da stellt MSI die neuen RTX 3000 Grafikkarten vor und da dachte ich mir jetzt einfach mal, wisst ihr was? Gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an, obwohl ich noch so ein bisschen im Stress hier gerade bin, denn mein YouTube-Video ist gerade fertig geworden und Ago hat sofort einen Sub da gelassen, vielen Dank. Ein neues YouTube-Video ist gerade fertig geworden, ich bin es gerade noch am Hochladen, ich muss hier gleich noch ein paar Einstellungen vornehmen, aber trotzdem ja, muss ich ja kurz vor 16 Uhr jetzt online sein, weil so ein paar Leute muss man jetzt hier zusammenziehen. Gary Pixcry, guten Tag und Dominik und wen haben wir da noch alles? Und Monty war nicht pünktlich, Rocky der Echte. Wieso? Ich habe ja überhaupt nichts, ich habe ja gar nicht vorher gesagt, dass ich heute streame, ne? Sondern nur gestern vielleicht werde ich heute streamen. Aber so ganz klar was definitiv nicht, ne? Von daher macht euch heute, wie gesagt, nicht jetzt auf einen langen 3-Stunden-Stream oder so gefasst. Das machen wir relativ kurz, aber ich habe jetzt gerade noch gut Zeit. Tag, Cakeman! Und der Antichrist mit K auch geil. Und Schrotti ist auch da und Playlon und RGB Beste, Future eben und so weiter. Alle wieder mit dabei. Nur hier, ich glaube, Mods haben wir jetzt gerade nicht da, ne? Ne, kein einziger Mod ist da. Aber trotzdem, ihr benehmt euch ja hoffentlich trotzdem ziemlich gut. Jetzt habe ich gerade ein Problem mit meinem Headset. Denn mir fehlt gerade so ein bisschen der Ton, muss ich sagen. Was ich ein bisschen schade finde. Jetzt wartet mal eben, ich muss mal eben testen. Wo teste ich denn jetzt mal eben, ob ich Ton habe? Am besten mal mit YouTube, würde ich sagen. Ne? Das ist immer eine ganz gute Idee. Denn das Headset habe ich gerade erst angeschlossen, als OBS schon am Start war. Jetzt mache ich mal ein Video von mir an. Doch, funktioniert. Alles gut. Gibt auch keine Probleme. Ich höre jetzt nur die Alerts, glaube ich, nicht so. Aber die hatte ich relativ leise gestellt. Die können wir mal ein bisschen lauter stellen. Dann ist gleich wieder alles wunderbar. 1070 soll kommen. Nein, die kommen nicht, Leute. 1070 die kommt nicht. Und das von Ethic hat einen Sub da gelassen. Für 2 Monate dabei. Du bist der allergrößte. Petro Pete ist auch da. Und Schnuggi 75 und Imagination und Guppi und so weiter und so fort. Sind alle da. So, mein Video ist jetzt mit 95% verarbeitet. Das dauert im Moment jetzt gerade seit 4K natürlich relativ lange. Das Video kommt gleich übrigens um 16:15 Uhr online, also jetzt während ich streame. Ihr müsst aber jetzt nicht gleich sofort abhauen und das Video gucken, ne? Das läuft ja nicht weg, das könnt ihr ja gleich noch gucken. Da geht es dann logischerweise um das ganze Event, was wir gestern hatten von Nvidia, um die 3070, 3080, 3090 und alles drum und dran. Das Video ist auch sehr lang geworden, über 20 Minuten, also könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich habe wirklich, also ich glaube, ich habe nichts vergessen, ich habe wirklich alles zum Besten gegeben, was es zu diesen neuen Karten jetzt zu sagen gibt, ne? Vergessen dürfte ich eigentlich nichts haben. Ich hole mir die Acer Strix RTX 3070, Niki. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß dabei. Ich denke auch, die Karten werden ja relativ zeitnah erscheinen zu den Founders Editions. Da wird, glaube ich, keine Probleme geben. So, heute übrigens keine orange Tasse. Heute haben wir hier eine blaue Tasse, weil die Orangen, die sind noch, ja, die stehen noch alle in der Küche. Die sind noch gar nicht gespült. Muss ich noch was ändern. Und das hier ist hier noch mein Rest-Tee von heute Morgen. Also heute viel Stress auf jeden Fall. Und ja, das Video hat leider ein bisschen länger gedauert. Ich wollte es eigentlich ein bisschen eher fertig kriegen. Nerdy ist da, jawohl. Erstmal wird alles ausverkauft sein, denke ich. Nee, Nerdy glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass alles ausverkauft wird. Ja, die 3090 sowieso nicht, weil die natürlich extrem teuer ist. Und die anderen Karten, ja, natürlich wird ein Run drauf geben. Aber ich denke mal, so gewaltig wird das nicht sein. Und wir haben ja vorhin noch kurz geschrieben, der Nerdy und ich, per WhatsApp. Ich konnte jetzt leider nicht regelmäßig zurückschreiben, weil ich ein bisschen im Stress war. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt nicht vor, mir überhaupt eine Karte davon zu kaufen. Wenn, auf jeden Fall keine 3090, dafür werde ich das Geld nicht ausgeben. Sondern wenn, dann wird's, also wenn ich sie mir kaufen muss am Ende, dann wird es eine 3080 werden, ne? Mein Video ist immer noch bei 95% verarbeitet. Was ist denn hier los? YouTube, haut rein hier. Ich kann das doch jetzt nicht während des MSI-Streams dann einstellen. Das geht ja nun gar nicht. Also ihr merkt schon, richtig Stress hier. Fun Club ist auch da. Freut mich. Wunderbar. Haben ja schon wieder volle Hütte jetzt. 241 Zuschauer in der kurzen Zeit. Dafür, dass der Stream jetzt überhaupt nicht angekündigt wurde oder so, ist das ja schon mal eine ziemlich geile Sache, muss ich mal so sagen. Aber trotzdem würde ich mir jetzt wünschen, wenn YouTube jetzt mal ein bisschen Gas gibt. Ich will, dass mein Video jetzt fertig wird. Bad Black Wolf ist auch da. Na moin. Und Kai 21 ist auch da. Hier läuft's auf jeden Fall. Finde ich gut. Der Gaming.
Bis jetzt brauche ich keine neuen Karten. Meine 2070 ist für alles, was ich spiele, genug. Eben. Ne, es muss auch nicht jeder unbedingt jetzt zwangsweise aufrüsten. Natürlich, die Karten sind brutal günstig, die werden offensichtlich auch brutal schnell werden. Aber wer da im Moment zufrieden ist, hat da überhaupt keinen Grund, jetzt aufzurüsten. Das finde ich ziemlich ein Blödsinn. Aber viele, ich kenne mich ja selber, ne? Ich musste früher auch unbedingt immer die neuen Karten haben, ne? Egal, ob ich sie jetzt brauchte oder nicht. Und von daher kann ich das natürlich verstehen. Müssen tut's keiner. Naja, hab noch Non RTX. Wieso nerdy? Du hast so eine. Du hast so eine 2080 Ti oder nicht? Bin ich jetzt doof? Du hast eine 2080 Ti, da möchte ich doch für wetten. Also erzähl mal nichts. Oder hast du die sofort hier nach den Problemen, die du hattest, dann sofort wieder rausgeballert? Monty-Fan 56 ist auch da. Sehr geil, sehr geil. Und Co. Destulle ist auch dabei. Wie läuft's? Ach so, genau. Du musstest zurück auf 1080 Ti, weil du Probleme mit der 2080, glaube ich, hattest. Ne? Irgendwie sowas habe ich da noch im Hinterkopf auf jeden Fall. Hast du denn deine Videos für heute auch schon alle fertig oder sind die eventuell schon online und so weiter? Könnt beim Nerdy auch mal vorbeigucken, Nerd Over News. Der macht auch mal, allerdings hauptsächlich Konsolen, ne? Er konzentriert sich so ein bisschen auf den Konsolenbereich. Ich habe eine 1030. So, der Stream geht schon los, sehe ich hier gerade. Zwar jetzt noch nicht so richtig, aber ich schalte zumindest schon mal um, damit ihr es schon mal seht. So, machen wir mal Vollbild. Und mein Video ist immer noch bei 95%. Alter! Was ist denn los? SD, 95% verarbeitet. Ich wollte das eigentlich um 16 Uhr online kriegen, aber das wird wohl nichts. Wird wohl 16:15 Uhr werden, denke ich mal. Ich werde mir die 3080 Founders Edition holen, allein wegen den Kühlern. Ne, Schrotti, denke ich auch, der Kühler ist geil. Man hat dann eventuell sogar was Besonderes, weil die Custom Designs der Hersteller, die sehen ja sowieso alle so aus, wie sie halt so aussehen. Ne? Halt jetzt nichts großartig Besonderes. Ich mache das Video mal groß, dann sehen wir diesen nervigen Chat nicht, denn der ist natürlich nicht so angenehm wie der Chat bei mir. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Sigalord ist ja auch da. Schön 12-Pin-Anschluss. Ja, gibt doch Adapter, Sigalord. Es gibt doch Adapter. Dirk 1980 auch. Dass ihr alle so früh schon dabei seid. Leute, müsst ihr nicht arbeiten oder was ist denn hier los? Das ist ja unglaublich. Alucada auch wieder dabei. Wahnsinn. Agent Fraud, nur vertikaler Einbau wird schwierig mit den FE. Warum? Warum? Wieso? Meinst du jetzt wegen dem Stromanschluss oder was? Aber ich denke, da gibt es ja jetzt nicht die großen Probleme. Der Action Urb hat auf jeden Fall Urlaub. So, mein Video ist jetzt fertig. 5 Minuten haben wir noch. Dann kann ich das hier eben noch einstellen, weil natürlich will ich Geld mit dem Video verdienen. Ich muss jetzt mal Monetarisierungsgeschichten hier einstellen. Ist ja wohl klar. Jetzt mal 50 Mal Werbung da reinballern. Nein, 3, 4 Mal Werbung kommt da rein. Das übliche wie immer. Nicht viel mehr. So, jetzt mache ich mal die Audioausgabe mal. Ah, ne, die ist sowieso ganz leise. Von daher hört er dann sowieso nicht viel. Weil ich will euch nicht nerven. Und der Butchulos hat einen Sub da gelassen. Ich danke dir recht herzlich. So, wo packen wir denn jetzt Werbung rein? Ja, da haben wir schon den richtigen Platz hier. Okay, also live im Video hier meine Videos fertig machen. Im Stream meine Videos fertig machen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist jetzt auch absolute Premiere. Würde ich mal so sagen. Ja, Mann, jetzt habe ich schon wieder den Anschluss hier verpasst. So, also es ist jetzt gerade ein bisschen langweilig für euch, weiß ich. So, hier packen wir Werbung rein. Dann 5 Minuten später. Denn ich mache ja alle 5 Minuten Werbung, wisst ihr ja, ne? So, hier packen wir nochmal Werbung rein. Und da packen wir nochmal Werbung hin. So, und dann packen wir hier auch noch Werbung. Okay, machen wir doch 4-mal Werbung. Ne? Das Video ist ja brutal lang geworden. Und da kann man dann ruhig 4-mal Werbung da reinballern. Ich denke mal, da habt ihr vollstes Verständnis für, dass ich damit reich werden möchte. Werde ich zwar nicht, aber... So, und vom Kommentar des Tages, zack, weiter speichern. Es ist 15:56 Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch, ne? Alle 6 Minuten Werbung, ne, alle 5, ja, je nachdem, ne, so alle 4, 3, 4, 5 Minuten Werbung. Also auf jeden Fall in 15 Minuten Video packe ich 3-mal Werbung rein, bis so Richtung 20 Minuten packe ich 4-mal Werbung rein. Ich denke mal, das wird wohl vollkommen in Ordnung sein. So, und da müssen wir noch einen Abspann hier reinballern. Der Nerdy, der kennt das alle, was ich gerade mache hier, ne? Der Nerdy, der kennt das auf jeden Fall. So, Abspann einfach aus Video importieren aus dem letzten. Bam, bam, bam. Und Infokarten packen wir natürlich auch noch rein, aber nicht das letzte Video, denn das ist natürlich aus. Was nehmen wir denn da mal? Die Videos, die sind jetzt alle nichts mehr wert. Meine ganzen News-Videos zur RTX 3000, die will sich ja keiner mehr angucken, ne? Also, was bringt das? Dann packen wir jetzt hier CPU-Prozessor Kaufberatung da noch rein. So. Und
Mein Aufreger der Woche können wir eigentlich noch reinpacken hier. Deutliche Preiserhöhung. Und dann noch. Was haben wir hier sonst denn noch so Schönes? Noch ein Aufreger der Woche. Warum Smartphones scheiße sind. Aber finde ich komisch, dass das Video so wenig Klicks hat. Das ist jetzt 25.000 Klicks. Nervig. So ein eigentlich ziemlich geiles Thema, ne? Aber nee, es will irgendwie nicht so richtig laufen. Finde ich sehr schade. So, und damit ist das Video doch eigentlich fertig. Nvidia Geforce Rtx 3090, 3080, alle offiziellen Daten zu den Ampere-Grafikkarten. So, die Tags haben wir drin, alles ist drin, Monetarisierung ist drin. Und damit kann das jetzt gleich um 16:15 Uhr online gehen. Umfrage habe ich auch gemacht. Dann sind wir damit fertig. Juhu, juhu, juhu. Nur das alte Video von vorgestern, das ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber das wird immer noch geguckt wie Sau. Das hat immer noch massig Klicks, obwohl es halt nicht mehr ganz aktuell ist, ne? Ist so eine Sache. So, Desktop-Audio wieder hochstellen, Audioausgabe wieder hochstellen. Dann haben wir gleich hier auch Ton beim MSI-Stream, der jetzt hoffentlich so in 2 Minuten losgehen wird. Dann startet das Event-Pad. Um 16 Uhr soll das starten. Ist jetzt aber nichts Großartiges, ne? Da werden wir jetzt nur so ein paar Grafikkarten-Designs von MSI sehen. Aber ist auf jeden Fall auch mal ziemlich interessant. Und Noah ist doch noch da. Jawohl, super geil. 10 Bits, vielen Dank. Er hat es noch geschafft. Noah war ein bisschen überrascht höchstwahrscheinlich, ne? Dass ich plötzlich einen Stream hier rausgedonnert habe. Nerdy, tatsächlich hat Nvidia dieses Mal mit den interessantesten Kühler. Nerdy, interessant ist das genau das richtige Wort. Auf jeden Fall den interessantesten. Die Frage ist nur, bringt der auch das, was wir wollen, ne? Das ist die große Frage. Bringt der Kühler auch wirklich die Leistung, die von dem Kühler auch erwartet wird, ne? Und ich glaube ja, aber sicher bin ich mir nicht. Philipp, guten Tag, willkommen in meinem Stream. Ja, heute auf jeden Fall viele neue Gesichter, also beziehungsweise Namen da, ne? Gestern der Stream, der hat ja eingeschlagen wie eine Bombe mit seinen 4.000 Zuschauern. Und da sind auf jeden Fall viele neue Leute dazugekommen und ich denke, davon sind heute auf jeden Fall einige dabei. Und ich hoffe auch in meinen zukünftigen Streams. RIP-CPU-Temperaturen. Nee, denke ich nicht. Also es ist ja ganz normal, dass die warme Luft sich so um den CPU-Kühler und so sammelt. Das ist jetzt nichts ungewöhnlich, nur weil die Karte das halt direkt dahin bläst, ne? Denke ich nicht, dass da große Probleme geben wird. Tobi, Monty, guten Tag. Ja, Namen finde ich noch nicht um 16 Uhr. Nö, Namen noch nicht. Und G3TDM8, hallo Monty, ich stelle die Frage immer wieder. Willst du Timestamp-Feature von YouTube verwenden? Eigentlich nicht. Bin ganz ehrlich, kann man mal machen, so in speziellen Videos oder so, aber eigentlich habe ich das nicht vor. Ich bin doch ganz ehrlich, warum? Und 1 Euro von Jensel Jannik. Ich will mal eine kleine Unterstützung da lassen. Mach weiter so mit deinem Content. Vielen Dank. Ich bin ganz ehrlich, ich will ja auch, dass die Leute möglichst mal ein ganzes Video angucken. Ne? Und solange die Videos geguckt werden entsprechend und solange es nicht allzu viel Beschwerden wegen fehlender Timestamps gibt, mache ich das eigentlich nicht. Labert der schon oder was? Ne, immer noch Musik hier. Der labert auf jeden Fall noch nicht. Sind also ein bisschen unpünktlich, würde ich mal so sagen. Nerdy wird bei mir auch gefragt, aber zerstört meine Watchtime des Todes. Das kommt dazu. Also ihr müsst ein bisschen Verständnis für die YouTuber haben, dass wir keine Timestamps benutzen. Ich finde das Feature eigentlich eine ganz geile Sache, ja, aber die Watchtime wird dadurch halt ziemlich stark zerstört und wir verdienen am Ende auch weniger Geld. Es ist natürlich ein Community-Feature, was für euch ganz nett ist, aber ich möchte die, wie gesagt, eigentlich nicht einsetzen. Hoffe, ich auch da, bin gespannt auf das Event. Ja, so mega gespannt, das ist so wie gestern bin ich nicht. Ich bin ehrlich gesagt immer noch aufgeregt wegen dem Event von gestern. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe heute wirklich geschnitten ohne Ende. Das Video war sehr, sehr aufwendig, obwohl man das jetzt nicht so sieht. Aber allein die ganzen Videos zu rippen, weil das Problem ist, das super ärgerliche, die 4K-Videos, die auf YouTube sind, die kann ich ruhig runterladen, aber damit kann Premiere Pro leider nichts anfangen. Verstehe ich nicht ganz. Das heißt, ich musste immer mit OBS rausrippen, die einzelnen Teile. Und das war heute sehr, sehr aufwendig. Sentin ist ja auch dabei. Sentin, warst du gestern eigentlich dabei? Ich habe dich nämlich nicht wahrgenommen. Fände ich sehr schade, wenn du gestern nicht dabei warst, in einem absoluten Megastream. Der Adlerauge war nämlich auch nicht dabei, war auch ein bisschen enttäuschend. Oh, Mr. Style, hi, Monty mit Ü. Do. Monty mit Ü, das geht aber mal so gar nicht, ne? Aber ihr ärgert mich jetzt alle. World of Street ist auch da. Ich habe mich im letzten Video ein bisschen drüber aufgeregt, dass Monty immer falsch geschrieben wird. Und jetzt wollen sie mich alle ärgern mit falschen Monty-Schreibweisen. Ihr Drecksäcke, ihr. Ihr seid voll gemein. Hi Monty und Nightcrawler ist auch da. Und Mounty steht da jetzt alles klar. Ihr seid doof. Big Happy Place hat einen Sub da gelassen. Ich danke dir recht herzlich. Baum im Garten ist auch da. Moin. Wann kommt der Stream von gestern auf YouTube online? Heute Abend um 18 Uhr. Habe ich schon alles vorbereitet, aber nicht auf meinem Kanal DasMonty, sondern auf DasMonty Uncut, ne?
Auf das Monty werde ich den eventuell auch noch hochladen, aber ich muss den noch zurechtschneiden und dazu hatte ich heute einfach keine Zeit. Müssen wir mal gucken. Hallo Monty, Flash, DC. Labert er schon? Ne, immer noch Musik. Ihr seid unpünktlich, Leute. Jetzt hier Rocky, Monty nochmal und Monty mit IEH. Ja. Ja, ärgert mich ruhig. So, ich glaube, jetzt geht's los, ne? Ich glaube, jetzt geht es los. Wenn es so vom Soundtechnisch nicht passt, wenn das zu laut oder zu leise ist, dann sagt eben Bescheid, dann passe ich das an. Welcome to another What up, weekly Wednesday live guys? stream. I'm Willkommen. Peter. My name is Eric. Of course you know him. And we've got something for you guys tonight. Yeah. Oh my god. It's been such a long time. Such a long Multi Big wait. Buddha. We had puns and everything. You know, are you amped yet? Well, we couldn't use them, of course. Empiert, because, genau. Das neue Wort. So today we're going to be talking about, of course, the RTX 30 series introduction. So we're going to be going over a little bit the NVIDIA stuff that was I think everybody knows that part. Well, most of you probably have Die Trio sieht immer yesterday, fett like aus. us Die as Trio well. ist einfach die geilste Karte We're des still gonna go over Planeten. the basics. And then, of course, we are going to be looking at our own MSI graphics cards based on those glorious new GPUs. Lolly Gamer And of 1615. course, we've got, well, of course, but we've got exclusive footage. Der sitzt so tief hier, ne? Der sitzt total tief. Guckt euch das mal an, das sieht so lustig aus. This is old stuff. Spoiler alert, these are not the new cards. No. These are the old ones that I actually was able to premiere. Ich mach mal ein bisschen lauter, ja. 2.5 years ago, something like that. Yeah, so this Props is the die, danke problem für den always Sub. with those Nvidia launches. It's everything is at last moment, Oh, short notice. So we Ein here Hobbit, in our genau. studio cannot get the samples, the cards, etc. because they're still worked on, fine-tuned, etc. in the last weeks. Moin, Lars But don't Media. worry, we fixed something for you Yes. guys. We've got a special treat, but just stick around. But we can already tell them. Nah, I don't want to ruin the surprise, but let's just say it's going to be worth it, trust me. We're going to show you the cards. Damn it, Eric! You do this every time. No. We're going to show you the cards, of course, but not just that. Anyway. And of course, we've also got, like every week, a giveaway. So as you can see above me here, you can win a ist noch per Greenscreen multiple eingeblendet, $20 ne? Steam codes this stream. All you have to do is go to msi.com/2/insider. Multi Big Buddha, or keine follow the Ahnung, link was that's jetzt noch an being Events spammed kommt. into Ich chat weiß, every, wusste vom 15 MSI-Event auch minutes, nur, I weil think. ihr mich You have gestern darauf 15 hingewiesen minutes, habt. otherwise you Yeah. can ask for it, and then Michiel, Exactly. he's watching the chat, he will post it. Very simple, like always, just follow some of the actions that are asked. Das war ja I think langweilig it's something gestern, like ne? subscribe to some of our channels and stuff like that. Nothing too difficult. No. The more actions you perform, the better your chance to win. That's how it works. You only have to do it once every stream. So once you do all the actions you want to do, that's it. You're set for the stream. Ah, and oh, ist am you have a 5. chance Ja, to komm win on. Ne, one of the 5. Moment, codes ne, we're 5. giving kann away. ich nicht. If there are Ah. any questions, just put them in the chat. Yeah, We're yeah. monitoring the Samstag, chat, nee, but nee, I Samstag kann see a ich nicht. lot of people talking. So it's possible we cannot catch all the questions Yeah. and answer them. By But the way- sometimes we also don't have all answers. Yeah, also, but also just want to highlight to you guys, we are streaming on multiple platforms at the same time. So it's YouTube, Twitch, Facebook, and multiple channels of Twitter. So yeah, as you can imagine, all that chat is Da würde mich jetzt mal being interessieren, gathered ob die into one 3090 screen, Karten which is von denen kind of jetzt going auch full länger matrix sind. right now, so it's Weil hard die to keep Founders up. Edition ist ja nochmal But we 313 appreciate mm, das knallt every, ja message schon. you send, and if we see any good questions out there, we're going to try and pick them out. So yeah, don't hold back. And I'm yeah. afraid we cannot catch too many questions. Eric's going crazy already. I can see the It's- chat as well. It's on a monitor right in front of me, and we have a 4K monitor for this, and it's impossible to keep up. But doesn't matter. We're just gonna go and Ich mag tell den you holländischen, guys englischen all Akzent, about der ist so geil. new Ich liebe das. Ampere GPUs. Yeah, all Oder that's not Belgisch, ich completely weiß nicht, true ob es jetzt because there's Belgier still oder some Holländer NDAs sind. in place. Yes. So we're not allowed to talk Holländer. about performance and some other small things Yeah, but everything we are allowed to mention, we will. we will share. Yeah. Yes. So Peter, maybe let's start quickly with a Recap? short refresh from last night. Yes. Yeah, it wasn't that long ago, but let's do that. Let's switch to the slides indeed. So I managed to capture a few slides from the presentation from Jensen. Also das It was gefällt a- mir it jetzt was schon a tausendmal surprisingly besser short als one, das I von have to say. Asus So it was, gestern. Von was Asus nice. gestern, das war Anyway, langweilig, die beiden, new die finde ich Ampere gut. architecture, Hallo as it's called by NVIDIA, the Monty, second generation of willkommen. RTX. It is made up out of 28 billion transistors. Anyway, a lot of specs here.
some of the key Ja, auf die highlights. Asus war öde, ne? Micron GDDR6X VRAM or memory, which is the world's fastest memory. Great, and it's built on a custom node from Samsung, or it's called the Samsung 8N NVIDIA custom processor. MSI-Stream gibt's heute. That's one of the things. I think a bit more Oh, Strong to what you guys want to spoilert know hier is eben, that NVIDIA is meine claiming, Fresse. compared to Turing, Ampere yields about 1.9 times the performance per watt. So that means it is, or it should be, a lot more power efficient. Yeah, very promising. So really cool. A little bit about performance, even though we can't mention too der much, Gaming but we nur can wegen der Schrift, talk das about ist ja what kein Grund, NVIDIA ne? of course showed already. Here you can Also es see geht the schon, ob performance das you jetzt should praktikabel be ist, ist eine andere Sache, able aber to gehen wir expect. das. So 3080 is stated to be about twice as fast as the 2080, which is impressive and something to look forward to. I am. And 3070 is about as fast as the 2080 Ti. And that Das is erzähle ich actually, alles in I 5 think this is Minuten auch in in meinem Video. rasterized performance, right? Das So brauchen not wir in jetzt ray gar tracing nicht. Yeah, performance. but I suggest everybody just to wait until all the websites, your favorite local Ja, media Power is doing Efficient, the das rechts reviews, nur die, because then you ne? have Kommt ja auch immer third-party darauf an, auf die, independent in welchem benchmarks. Bereich die Karte so Yeah, gerade just läuft. wait for that ne? until you buy something. Exactly. But I mean, because they will pop up anyway before you can even buy these cards, I think. So, but yeah, very promising. To look at. Noah, and when falls looking at Slow ray Chat tracing noch an ist, machen performance, wir because bitte aus. NVIDIA has stated quite clearly, or Jensen in this case, that they intend to not just offer, the next level of ray tracing, which of course this is the second generation for ray tracing, but they really aim to both offer you the ray tracing and even improved ray tracing, but also the higher FPS when doing ray tracing. I mean, this was one of the things with Turing, of course. Usually if you turn the ray tracing on, especially at the beginning, there was a big performance hit. So it was kind of like you either want to go for the really glorious visuals, the ray tracing effects, or you want to go for the really smooth FPS, but you had to choose. I think in the beginning there was no ray tracing software. Moin, Blinkedong. No, in the beginning of Turing. There were some games, of course. Not that many. I mean, this takes time. Yeah. Now we see a lot more already. But it's very promising because they state now. Also Guppi, ich bin deiner Meinung, besser TI als Super, aber TI will ich eigentlich auch nicht haben. Ich bin froh, dass es aktuell nicht da ist. Ray tracing visuals and a smooth experience, and that's exactly what I think a lot of people have been waiting for. Slasher. So again, something that's really great to look forward to. A few highlights. Ja, okay, jetzt wiederholen sie natürlich alles nochmal, was gestern schon im Stream war, was ich jetzt auch gleich in mein Video bringe. Das war jetzt eigentlich nicht so der Ziel dieses Streams, sondern ich will jetzt eigentlich die neuen Karten sehen. Which moves at, or has a data rate of 19 Gbps, really fast, and a effective speed of 760 gigabytes. Ich glaube, es kommen Versionen mit mehr VRAM, ja, glaube ich schon. For NVIDIA. Die Gerüchte, die werden stimmen. Exactly. So it's not like they Kindler, pulled nein, something wurde noch off the nicht shelf. gezeigt. You know, this was developed with and for NVIDIA, specifically for Ampere. So it's, really impressive as well. Third gen tensor core. So I think the first gen we saw on the first generation of Turing cards. So they've made Trotzdem Syncing, also natürlich, ich habe es besser zusammengefasst, mein Video ist ja auch geskriptet, aber ich finde, er macht das ganz gut. Ich finde ihn ganz sympathisch, der labert cool. Und ich mag Holländer sowieso. And it's like, the longer you wait, I remember we had the stream when Turing just launched, and we had somebody from NVIDIA on the stream. And he was explaining to us about, the tensor cores and the AI and how that was going to scale in the future. And we were kind of like, well, let's just see, because it's hard to judge it. But now, I mean, DLSS does really open up a lot of doors where you can basically render stuff at a lower resolution and then upscale it using DLSS. And the image quality is impressive. Exactly. So the image quality is still friggin' sharp. But you don't really get the performance hit, which is brilliant. The problem at this moment is still that only a few titles benefit from this, because the developers need to make this. Exactly. This is something that needs to be, I think, natively supported in the game. Das mit Lenovo-Robson, das habe ich vorhin auch, hat mir einer geschickt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. So yeah, I mean, especially for big AAA games, I mean, they usually take years to develop. More and more titles are popping up, so it's really promising. Yeah. And of course, second gen ray tracing cores with a lot better performance,
Ja, nur keiner weiß, wie viele Raytracing-Kerne, 1.9 ne? or 2 times the Wie performance schnell die am Ende compared wirklich sein werden, aber really ich denke impressive. mal, Again, something to look forward to, because it basically Raytracing-mäßig means gehen die you Karten can nicht get ab. the Raytracing visuals Drax, without nein, du bist nicht zu the, spät, das passt big schon. performance hit this generation, or at least not dropping below, hopefully like 60 FPS or something. Yeah, great. Little overview then for you guys. 3 GPUs Atlan, bist ja were da, announced. freut mich. The Geforce Rtx 3090, or as Jensen called it, the BF GPU. I'm not gonna say what Kann that sein, stands for. Davlo, I think you vielleicht. guys can fill that in. Ich mach But, mal kurz I like leise, that one, the BF weil ist GPU. jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Davlo schreibt gerade, Monty, glaubst du, die Version mit mehr VRAM wird eine Reaktion auf Big Navi? Das könnte eine gute Möglichkeit sein, für Nvidia damit dann auf Big Navi zu reagieren, weil AMD ja sowieso immer mit VRAM um sich schmeißt. Und wenn Big Navi hinter mit 16 GB oder so kommt, dass die dann entsprechend die Version rausbringen bei Nvidia. Also gute Idee auf jeden Fall. The highest end one. Release date scheduled for September 24th. Guess what we're Ja, das mit going der to do on the Shader-Verdopplung 24th? nervt total, ne? Alle Leute glauben, die haben jetzt 10.000 Shader oder was, ist völliger Schwachsinn. With these cards, Das because sind they're available, CUDA-Cores. so- Also Nvidia darf das natürlich sagen, So you can CUDA-Cores, expect damit haben sie ja nicht indeed Unrecht, on, aber normally we would have Shader sind the es live nicht. streams on the Wednesdays, but in those weeks, because September 24th and September 17th, when the 3080 is released, Big Navi soll Ende des those days Jahres are kommen, on a Thursday. spätestens. So we're gonna shift our live streams for those specific launches, so we can cover them, of course, and we And can then show we have you on hands-on, day we have one. them in the studio, we can Exactly. play with them. Yes, yeah. So we can offer you all the information on the day that it becomes available. Yeah. Yeah. Then second one, Geforce Rtx 3080. Aber ist ganz schön teuer in Pfund, ne? 8,740 Ich finde das relativ teuer. cores. You can Ist auch look up nicht the specs schön yourself. gerechnet. 10 gigs of GDDR6X memory in this case, and a price tag of, well, I think it was in dollars around $699 if I'm not mistaken. Yeah. Launch date, well, this is the one that's launching first, September 17. Ja, aber So, 10 of course, GB also finde ich schon ein September bisschen knapp. 17th, Ist einfach we will so. have a live stream. It's on a Thursday, not a Wednesday. We'll have a live stream to cover all the details. Hands-on. Nerdy, naja, die Zahlen seit dem Austritt gut drauf. Ja, Screwdriver mode selber on. schuld, I ne? think Eric, we will put Eric behind like a screen somewhere. Okay. I Maybe a call later it- date. I will call it Malik. protection for the Hi. I graphics think we card. need to do an like disassembly. Yeah, maybe. I'll let you handle that one. Maybe no, actually. maybe we Miovi, need to, lass uns you know, doch gleich have Mike do gemeinsam that, gucken. 'cause I heard he was really good Brauchen with wir a doch hammer. nicht jetzt im Stream machen. Yeah. All right, Geforce, the third GPU that was announced, Geforce Rtx 3070, 5,000. 2x3090 im SLI, niemals. Du weißt doch, ich bin kein SLI-Fan, ich mag so SLI not nicht. GDDR6X, mind you. Still plenty and fast enough, I guess. X-Bombe kommt aus Gütersloh, Kollege. Schönen Gruß. Just off the top of my head. And available in October, but no date yet, so that's going to be... Normally we would ask you, what do you think about this? But I think Crossfire mag ich too auch many nicht. Ich people mag already allgemein diese talking in the chat. Verbunde nicht. So, but Mad Max I think oder- the pricing is quite aggressive. Of course, it depends on the performance. Multibig and if oder there's anything SLI true läuft of nur what über Nvidia NVLink. claims, Das ist because eine at andere this moment Schnittstelle, only ist trotzdem Nvidia SLI. benchmarks, then it looks really promising. Yep. Much more aggressive than last generation. Then Turing. Yeah, indeed. Yeah, but I mean, we will have to see, of course. I already see a lot of second-handed Voodoo 2080, SLI, das war noch das 2080 Ti's. Beste, ne? On the market, yeah, of course. That's gonna be lively now. All right, and then moving on, of course, because well, this pretty much covers the Nvidia stuff. I promised you, and I told you it was gonna be short. It was a short recap. Now, of course, Ja. we're gonna be looking at the MSI cards based on the glorious Ampere GPUs that we've been waiting for. So to do that, I've enlisted the help of some of our HQ colleagues. Yeah. They So- are live in Taiwan, where it's approximately I think we need to wake them up. 10:30ish, something like that, p.m. So in the evening. They've had a long couple of 10:30 weeks, geht because auch noch. these are actually guys that do all the work preparing the products and everything around it. So they've had a hell of a couple of weeks. They look a bit sleepy. Well, yeah, they should be, because they've been working really hard. It's actually not only the last weeks. I mean, No. we already started on this like half Ja, year ein ago. scheiß Mikrofon, Maybe kann even das longer. sein? I remember in December you The were already Eric. working on this, Peter. Yeah. We didn't know, of course, anything from Nvidia when it was going to launch. no. Yeah.
But yeah, these guys. Well, let's just. Exactly. Let's get them in the stream. So I'm gonna put my headset on so I can actually hear them as well. Hello, Der Vincent. ist so Hello, komisch Brian. eingeblendet, Yes? der sieht so lustig aus. Yes. Yep. Ah, Yeah. good. I'm gonna go move this way because the Can you name hear tag us? kind of blocks my Yes. face. I will fix that. Vincent Bryant. Guys, welcome to the stream. All the viewers, everybody, these are Vincent and Brian. Guys, I'll let you introduce yourselves shortly and tell the guys what you do in MSI. Okay. My name is Vincent, in charge of Grafikkarten, the product manager, and also the product marketing. And I'm Bryant. I'm working for Vincent, and we're working for the graphics card that we love so much. Bryant ist sympathisch. And I also in charge of the product marketing as well. All right, cool. So these are the guys that we have actually also been working a lot with in the past half year. KP176, Eric, moin. maybe you can pull them up full screen if you want. Because they have yes. something on their desk there that I think the viewers would like to see. This is not polite, Peter. You're just saying we don't Also care die about rechte you. Karte sieht Show us the schon cards. gewaltig groß aus, ne? Das ist schon ein Monster. Well, I guess I was speaking for the viewers now. Sehen wir But Nano-Innovation yeah, jetzt von I mean, MSI, brauchen wir this nicht is what it's erwarten. all Die about, Karten right? sehen You natürlich so guys aus wie have them on the bisher. table there. I wish I had them here. But yeah, tell us about the card. Maybe start with the gaming first. That's the one with the lights blinking, right? Ich finde die aber schöner als die Strix. Also die Strix ist Alright, echt gaming. geil, Go with aber gaming. das sind And einfach meine we want to make sure gaming has Kühler. everything that people wants it, and to keep it the way that people will love it. It is so quiet, it is so playful, and it's like your teammate, and you can play with it, and you can Punrats. use it everywhere in the games. And I think what we would like to do is we want to build it in the way that people always love it. Yeah. So we want to make sure you're in the way like it and play the game in gaming that you usually enjoy with the games. Exactly. Yeah. And so I think it's, Ich hätte die jetzt gerne mal von allen well-known Seiten concept, gesehen. our gaming cards, right? These are cards that have been around. I mean, the gaming series have been around for quite a while and have been in development for generations, I could say. Moin, Pitti. So I think it's, you know, if people are considering buying the gaming graphics card from our on the 3080 or 3090 or any of the 30 series, they can expect kind of more of the same of what they've become used to from previous generations in terms of we try to strike the right balance between performance, in-game performance, keeping the card cool, but also keeping it quiet, right? I mean, those are really the key points for gaming. Yeah, indeed. Samstag, I think hi. for most important thing that we care about so much is that the performance should be the key, should be the king. Yeah. Then when it comes to the performance, we're gonna make sure the cooling is the best and the noise is under our control. Yeah. So we want to make sure the environment for gaming is totally ensured by the details that we make sure this card is built in the way that gamers or the players they want to have this card. And we also love to show how this card is built in its designs. Yeah. So the design is geared, the performance is geared, and then the noise and the noise and the cooling are make sure in the best way that we can present it to our users or fans. Yeah. So Ich denke mal, links ist eine let's talk a 3070 little und bit about rechts wird eine design, because, 3090 sein, gehe ich mal von it's aus. not like we put something on paper Das and sind that's Trümmer, it. How many versions did we have of this design? I mean, we started, I still remember, you had some 3D renderings, some ideas, then Hoffi, people give schön, dass feedback du on da it, warst, like mach's gut. can we move the RGB LED a little bit over there? Yeah. Can we... Change the yeah. shapes, change the colors, everything is considered, right? It's a long Yeah. process. The top side, maybe you can show the top side of the card? You mean the Sure. north edge, right? I guess. Yep. We'll light it up. All right. Yeah. So all these kind of details we talk about, you have some renderings and then each time you get improving and then one moment you start to do prototyping, right? Oh, With was a ein 3D Monster, printer. ey. Yeah, I think this is the way that we make sure the car looks in the way that we want to build it. And Riesenteil. also, we would. Sehen aus wie I richtige think Ballerkarten, ne? we try a lot of different designs to figure it out how we can just match those designs with the LEDs, with RGBs. And LED and RGBs comes with the design. I think it's a challenge for us. Sie But sind we beide just wanna Zwei-Slots, manage, Sonic. the Ist entire klar, die design rechte wird wohl philosophy eine is built in the Zwei-Slot-Karte way sein. that we feel, something is different and something is interesting for us for people to see. Okay,
we're satisfied with the design, but the most important thing for the end users or for the gamers is how we're gonna accessorize the lights, the designs, and the shapes all together. So we're looking for the balance for the design. Yeah, and that's not easy because if you check the reviews, the media, we check a lot of the comments from the customers or from the readers below that, also on YouTube. We talk on events with Also das Gewicht würde mich jetzt echt mal interessieren so von der many rechten different Karte. opinions. Ja. I mean, Da wäre if ich you echt saw that with neugierig. the motherboards, when we have Caro, Unify, it's completely willkommen. black, no RGB. Wow, everybody likes it. And then we're like, should we remove RGB? No, I like RGB, but this is also nice. So we always need to have a a delicate balance. And you can't really please everybody. I mean, you have to make a concept, a choice, and I think gaming is a well-defined Die Karte one. ist größer als der Brian, Again, glaube ich, wenn man die aufrecht gaming for hinstellt. multiple generations and refined the concept over the years. I think we can be very proud of what it has become. And again, this one looks really good. I think it's a well-rounded concept. Wenn du das normal schreibst, dann wirst du hier erstmal weggebannt. Can you maybe show a little bit about Ich weiß gar nicht, was das soll. thick the thermal design? Because I saw a lot of people in the chat were saying, "Whoa, that's a thick boy." Because it's I don't know. Can you also say which one that is? Which So, jetzt zeigst du doch nochmal richtig von der Seite. Is it the 3080? On my hand is 3080. Ja, 3080. richtig, 3080. nicht so. Okay. So how thick the thermal design Ja, really das wollte ich is, sehen. I would say it's around 2.7 2.7 slots. 2.7 slots. Ja, ich wusste, 2,7 so a haben sie little alle. bit more than 2 slots. Yeah. But Man sollte I auch think volle we 3 Slot managed machen. to manage the size for the entire design to make sure it will fit in with all Can the you designs. keep it a little bit closer to the camera? Seht ihr, wie seine Muskeln angespannt sind? Der It's kann like die kaum zoom heben. effect. Yeah. Yeah. This is a hell of an exercise, I guess, because I guess that card is not very light. Der ist uns ja ganz So, locker not really, gelassen. Vielen but Dank. you can hold it on your hand without problem. Yeah. Intel-Event if ist we talk about uninteressant. Da geht es nur um Laptops. the Das number interessiert, of glaube ich, slots, keinen. you say 2.7 slots, but actually it's 3 slots with cooling. Because you cannot put a third card in, but you have some space for air intake. Yes. So practically, Noah, it takes ist up es in 3 Ordnung, dann slots Sub indeed. zu I think that's fragen? fair to Wie? say. Can Ja, you das schon also dreimal see hier in the chat, some reingeschrieben. people want to see if there's a backplate. I know already, so I want to ask you, can you please Show the show the people backplate? they want to see. The back plate, of course. Yes. Oh, Yeah. Finde ich jetzt nicht so schön, die Backplate. Want a closer look? yes. Don't drop it on the floor. Ja. Because I'm blocking Lang, the view. normal halt, Yeah, ne? that's okay. Oh, can you shift it a bit so the light? Okay, so it's a brushed. Sorry, it's a matte finish, right? Sorry. Yeah. Yeah. Matte finish. Okay, and what Vor does allem Fragen the geht mir bracket on the Sub, back do? hätte bei mir Timeout bekommen. There's a Ja, bracket weiß ich nicht, around was the- das yeah, soll. Yes. on the back of the... Also wenn jetzt hier sowieso Leute da sind, die viele Subs verteilen oder so, kann man ja mal fragen. This one. Ich denke, das meint in der the Noah. backplate. Aber Where you einfach have the so. under the GPU. Yeah. You gotta put the card in the system. Yeah, Ich we're talking fass das about the Nachttisch GPU durch, bracket, kein on Rudolf. with the springs. Yes. That one, yeah. Yeah. Ey, Is wieso that ist for denn the die Qualität mounting gerade to- so? Yeah. So. Ah, 360p, wo sind wir denn hier? This is the little thing You to make prepared. sure you will. Yeah. Ooh, there you go. Yes. What is the function of that? It creates the biggest pressure to make the GPU contact with the thermal even closer. Yeah. Yes. So this Ohne small, das small Ding little wird die thing zu has heiß oder very was? big effect laber nicht. on contacting GPUs. Make sure there's no distance in between the GPUs and the thermal. And will we see this on 3070, 3080? kann man das For denn me, nicht it's anders difficult to say regeln? those names because so long they were like NDA. Ja, die Klammer But finde ich jetzt auch nicht do we see them besonders on schön. all SKUs? Or muss is doch this anders only möglich sein. on the 3080 or 3090? 3080 and the Der Sandsack 3090. Founders Edition, die sind you schon have schick, ne? this Muss man one sagen. Because this time the Aber the trotzdem, memory, die Trio, the die temperature, ist maybe ah, you see the schon so 3090 mit have a die geilste Custom-Karte, die es gibt. DDR6. So the temperature maybe the temperature was a little bit higher. Okay. So we will use this one to let more pressure, to let the thermal solution to cool down the memory temperature and Oh, also den the versteht man GPU nicht gut, temperature. ne? Okay, So this is it. so this is both for the cooling on Yes. the memory and GPU. Yeah. And so this Yes. basically just to Multibig recap, oder it adds genau mounting so ist pressure. es. So Das hat er just gerade to gesagt. make Yes. sure everything contacts as good as possible with Yes. the components that need cooling.
And this is always a very tricky thing because in the past we saw some coolers which don't have a good mounting on, not from MSI, don't worry, but you know, not a lot of good mounting, and you directly notice this in the cooling performance. Yeah, personally, I like this kind of thing because it makes the entire design look more rigid. Like, Polenreiz ist genau meine Meinung, ist doch wurscht, ob SLI geht oder nicht. SLI nutzen 0,005% aller User. Strengthen. Can you maybe turn the card around that we can see the backplate and maybe talk a little bit about the backplate? Because there is always a lot of discussion and people who watch our live streams in the past as well, if we talk about graphics cards, there's always a lot of discussions. What is a backplate? What is the function of the backplate? And some people say it's like a heat trap. Well, we disagree. Of course, on some cards also Dinnorm fragt, ob es sich echt lohnt, eine 2070 Super gegen eine 3070 zu tauschen. Also die 3070 wird schon den ganzen Tag schneller sein. Ne? Nur bist du zufrieden mit der 2070 Super, dann behältst du doch erstmal. 3090 gaming itself, on the backplate. Venti. So can you maybe explain a little bit? So on the backplate, there is a heat pipe. Yes. Yeah, we call them the heat pipes on the backplate. These two heat pipes, actually, what we know is that we have 24 gigabyte on 3090, as we saw the slides that Peter was sharing with us. Yeah. And NVIDIA this time gave us a very big package that we have like 24 gigabytes memory on the front and the back. Also on the back of the PCB. Oh, so auf beiden Seiten? We thought about to make some maximum content with the GPU behind the PCB. So we use these two heat pipes to let the heat go away through these heat pipes with the heatsink from the entire thermal design. So we make sure the entire card is cooled down 330 degrees everywhere. Yeah. So basically, I mean, in the last generation, we already had some backplates where we attached thermal pads to the backplate, which made the backplate help a little bit like a passive heatsink, pretty much. So if you had airflow in your case, that means that the backplate was actually helping a bit. Im Misplace, der 12-Pin-Anschluss gibt's nur, den gibt's nur bei der Founders Edition. With the heat pipe, that means that the heat gets transferred a lot more efficiently from the memory modules you mentioned and spread out along the backplate. And again, it still functions like a passive heatsink, the backplate. So that means that you still require a bit of airflow for it to have the best effect. But this should really help, indeed, to help cool the memory modules on the rear of the Hoffentlich brennt der 12-Pin nicht ab, Nerdy. But I think this is kind of new thing to me, because when Vincent was talking with me about, okay, we're ja, 350 Watt, ne? And that will be, und vor allem die Bordhersteller, die werden ja eventuell noch ein bisschen mehr rausholen. Kann sein, dass sie bis zu 400 Watt da rausballern, ne? Da knallt schon. So it's like, wow, this is totally new for me. It's like, we're really thinking about how we're going to solve. Ich weiß nicht, ob die Custom-Karten deutlich besser werden als die Founders Edition. Das ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube nicht mega viel. This is a very brilliant idea for me. Brian, can you maybe show the backplate close by? I want to see the bit close to the camera. The cooling pads. Oh, yeah, I mean, I remember maybe 1 year ago, we missed one. So there was one cooling pad missed. I just want to double check. Das ist tausendmal geiler als gestern bei Asus, weil das halt live ist. Das ist tausendmal geiler. Das guckt man sich doch gerne an. Yeah. We're looking into the detail this time, by the way. No, but I mean, a lot of people are telling that, hey, MSI always bad, half heat pads, and that's completely not true. Yeah. So it just shows. But I think we can improve. Of course, yes. Ja, Custom-Karten werden mit Adapter kommen. Listening to feedback and if we're wrong, Custom-Karten, nein, nicht mit Adapter. Die Founders Edition kriegen Adapter. Die Custom-Karten kannst du in das Netzteil anschließen. Sorry, we did wrong, but we will learn from it and improve. Yeah, and it's always, I mean, it's the same like you said, Eric, with, you know, features. Some persons like RGB, other persons don't. So what do you do when you design a card? Either you leave it out or you don't. Well, you can turn it off. But the same goes with like there's a balance with making a thermal design. Also 750 Watt reichen noch, ja. Ich glaube auch mit dem 10.900K sollten 750 Watt Netzteil auf jeden Fall reichen. You have to make sure you cool everything sufficiently, but of course you want to do more than that because you want to make sure everything can handle a lot more performance than the default level, pretty much, especially with our custom cards, because they are really designed
to be able to handle a lot more performance, right? Davlo fragt, wo sind eigentlich alle von gestern hin? Davlo, wir haben 550 Zuschauer in einem absolut spontanen Stream. Das ist schon absolut mega. Also es sind schon viele neu dabei. Dass alle 4000 von gestern wieder da sind, das wäre ein absolutes Wunder. Ich finde die Zahl gerade an Zuschauern schon ziemlich heftig. Gestern war ja auch völlig gestört. 4000 Leute. Wahnsinn. The noise wouldn't be the problem, wouldn't be the issue that for the gamers to hear, oh, there's something there. No. We should want to make sure the environment is as silent as it can be. And to fit the slogan that we always talk about, play hard. Kurz was auf YouTube einstellen, deswegen bin ich gerade nicht so ganz bei der Sache. Nicht wundern. Play as hard as they want, high settings, graphical effects, but no noise if possible, or at least as little noise as possible. I try to enable slow chat, but yeah, the chat is going a bit crazy. Slow chat is broken, I guess. Yeah. Anyway, I saw a question about SLI in the chat. There was one I catched. So, and V-Link, that's what's the new name for SLI. That's currently only on 3090, right? So 3080 and 3070 don't get this. Yes, just only on 3090. Yeah. And the SLI bridge, will this change? Yeah, this time is totally new for the immediate. Okay, that more bandwidth, I guess. Yeah. All right. I think it's smaller from the last gen. Oh. The fingers. Yeah, the fingers. As you can see here, the fingers are smaller than the next generation. Yeah. All right. And there will also be SLI bridges from MSI or only from NVIDIA this generation? Because I don't think there are a lot of users, right? So. This time is only from. Die sieht geil aus, ne? Also die Backplate finde ich zigmal schöner. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was ist das jetzt für eine Karte? 3070 oder 3080? Because in the past NVIDIA always needed to Danke, implement this in the drivers, and with DirectX 12 and all the newer versions, it's now the task of the game. Das ist auch eine 3090? So they basically need to okay. Das ist ja dann relativ klein, ne? In their game that is optimized for SLI, and the SLI market is getting smaller and smaller. I mean, the number of cards which are able to do that. Yeah. So then a game vendor needs to really think twice. Like, am I going to implement like RTX, which I have on a lot of cards, or do I need to put that time in something like SLI, which only the top end cards have? Yeah. Yeah. It's a pity because SLI and all those other multi-GPU solutions were quite interesting in the past to break benchmarks. From a technical standpoint, really interesting, but usually for a lot of relativ people, klein, genau, in the past, I also relativ. used it, but it was also even a question of which games support it. Yeah, and even if they support it, sometimes you had issues with micro stutter or things like that. So in the end, it usually ended up better if you had the choice to go for one big powerful GPU versus two less powerful ones in SLI. That usually ended up working better. Nein, David, da klicke ich jetzt nicht drauf. Da geht es jetzt nicht drum. Safer choice. Guys, there are some new things on the gaming that I want to see if you guys can show. Starting with the fan, because our gaming cards are known for the Torx fan, right? And the last generation on Turing, we had Torx fan 3.0, so the third iteration of our Torx fan. Ja, okay, hast ja recht. This generation, the gaming cards, they have the fourth version, right? Torx fan 4.0. Can you tell us a little bit about what is different compared to last generation fan? So, jetzt bin ich gespannt. Ist genau das gleiche wie letzte Generation. Look for this one. All right. Yeah. Ooh. So I think jetzt fällt sie runter. From a different angle, you probably can tell there is something different from the last gen Torx fan 3.0. Yeah, or what I can do is I also have the product page open here, so we can show a capture at the same point where I have a picture of just the fan. Because I think one of the details we want to highlight is on the very outside of the fan blades, right? Yes. Yes. Eric, can we go to the capture? I think that one. Yes. Here we go. So this is the product page. It's online right now as well. So if you guys want to find out more information about these cards, you can go to MSI.com and then you'll find the product pages online. So this is the fan we are talking about. And as you can see on the outside here, you can see my mouse cursor is Das habe ich bisher so noch nicht gesehen, glaube on ich. the outside of the fans, and they're basically paired into twos, there is a border or a link
linking the two fan blades. And I'm gonna let you guys explain. Hat das jetzt wirklich Vorteile? Ich glaube es irgendwie nicht. Dann hätten das doch schon andere eher gemacht. Ob das jetzt wirklich Vorteile hat, ich weiß es nicht. Actually, from the engineer end, I got information from engineers, and I've been educated by the engineers. They told me that odd number of the fan blades is the best solution that you can go for, which can create the best Auri Kacke sehen die sicherlich nicht aus. Ich finde die optisch trotzdem sehr geil, aber die Faunus Edition ist halt so eine außergewöhnliche Kühlung, da kann halt keiner mithalten. Ne? Actually, there are 10 blades in total, but if you connect these 10 fan blades together, you can regard 2 fan blades in each will be like 5 VW Polo ein kompletter Ring ist ja was anderes, ne? Aber nur so jede zweite, also nur eine zwei zusammenziehen, das ist ungewöhnlich, habe ich noch nicht gesehen. Kind of outer link to connect these 2 fan blades and to create a number of fan blades in the individual fan blades to create the biggest air pressure. And from the number that we get, the testing has been very well so far. It has like 20% more air pressure from the last gen. So if you do the comparison, 20% more air pressure they can be created by TorqueFan 4.0. Ich weiß nicht, ob ich den Werten trauen kann. 20% mehr Druck. That's what it all comes down to. Well, I think the more air pressure you get, the more air can go through the heatsink. So the heat ich kann doch nichts für, bei mir ist alles gut. As quick as possible. Yeah, so better cooling performance. Yeah, you're a marketing guy, Peter. I know. Well, I like to simplify things. You know, again, usually this is how it goes. Vincent and Brian, they explain the whole technical side to me, and then in my mind, I'm already thinking like, okay, how can I make this as simple as possible? Because most people are not that technical, and it's So anyway. Better cooling, but yeah, there's a lot of technical stuff that goes around here. Can you maybe tell us something about how long, for example, it takes to test different versions of for example, going from TorqueFan 3.0 to 4.0? Nee, also ich glaube auch nicht, dass Preise genannt werden an sie. Die werden wirklich erst rauskommen, wenn die Karten am Markt sind. A single design to move forward with that we are using now. Aber es soll ja, es geht ja aktuell, ja, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist rum, dass die Custom-Karten nicht großartig sich von den Founders Edition-Karten preislich unterscheiden sollen. Yeah, I think that das soll ja jetzt alles relativ ähnlich bleiben. We developed the new fan and like we use a TorqueFan 3.0 on Turin, and as you know, the Turin the life cycle is 2 years. So 1 year ago we. Davi, du sagst das Richtige. Die 1070, die freut sich schon auf ihre Rente. Da musst du unbedingt mein heutiges Video angucken. Aber bis zum Schluss, das ist wichtig. So we make I cannot calculate how many markup on the fan, maybe 10 too many, and testing too many times, and we spend more than 6 months to develop. Ich verstehe den echt nicht gut, ey. So yeah, so we prepare for the Ampere. Yeah. So indeed, because it looks like a small subtle change, so people might think, oh wow, okay, so they linked the fan blades together. Oh, okay, so that took you 6 months, but it's really hard to understand how much aerodynamics testing. Noah, hau mal eine Umfrage bitte raus. Welche Kühlung gefällt euch besser? Founders Edition oder die Trio? Oder schreib einfach MSI oder MSI. The fan is better than the previous generation. You want to make a step forward. Yeah. Ja, die Founders Edition kommt, glaube ich, allgemein deutlich besser an. Oh, you have a winner. Okay, sorry guys, just interrupt because we have to do the giveaway in between. All right, hey, ihr braucht das jetzt nicht reinschreiben, wir machen jetzt eine Umfrage, Leute. Ihr braucht es jetzt nicht in den Chat schreiben. Nayatos. Yeah, I think that's pretty okay. Nayatos. Congratulations on winning a $20 Steam giveaway voucher code. We'll send it out to you in the coming days. You can still participate. Exactly. If you guys haven't participated yet, please do so. Wo steht da was von Produktplatzierung oder so? Ich sehe nichts. Or click the link in the chat. And just perform a couple of actions and you have a good chance to win. So more giveaways later. Ja, es weiß noch keiner, ob die Kühlung der Founders Edition taugt. Weiß keiner, das weiß nur Nvidia. Alright. Das muss man halt testen, ne? They're saying something. This is NDA, guys. We need to translate this. Yeah. But Google Translate here. Der Playoff sieht 70 Ti, höchstens eine 3080 Ti wird den Platz übernehmen. You might also have a example of the thermal design separately, right? No? The cooling?
the cooling. Thermodesizer separately. What does that mean? Ich habe jetzt gar nicht zugehört. Was hat er gefragt? Yeah. Because I was wondering if it's possible that you can flip it around, because one of the key features we want to show as well is, I think, called core pipes, right? Was ich sagen muss, ich hätte gerne ein bisschen mehr EGB an der Seite. Also von vorne sieht das ja schon aus, aber wenn du die normal einbaust, siehst man davon natürlich nicht allzu viel. Ne? Also ein bisschen mehr so an der Seite, was ein bisschen verspielter, finde ich ganz geil. Oh, das ist interessant. Das ist interessant. Heat pipes that actually contact the GPU and then help to transport the heat along the heatsink. Ja, sieht doch alles ziemlich gesund aus. Yeah, it does. And as you can see, it's almost like a solid object. Aber die Zeiten sind auch vorbei, wo die keine Pads mehr an bestimmten Stellen hatten. I don't know, no, I don't have a good visual for it. But what we did is, in the past, a lot of these heat pipes, they were oval shaped, right? They had rounded edges. They were okay, unten, das sieht jetzt nicht so schön aus, ne, weil die unten, glaube ich, jetzt keine Metallplatte dafür extra haben. But if you have rounded, you have an example? Ja, also unten meine ich mit rechts. If you have rounded edges, that means that there's still space in between. Sieht komisch aus. The key to being the most efficient in transporting the heat across the heatsink is to leave no space unused on the GPU surface, because you want to use all that surface area to take the heat away from the GPU. And totally that's cool, what the core pipes pipes. do. So we made them as flat as possible, so that you have as much contact as possible on the GPU die. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die so flat zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch immense Nachteile hat. From the website. Yeah. So this is the product page. Yes. Yeah. Caro, warum willst du die GPU sehen? So that's what totally cool gar core nicht mal pipes so means, because spannend. they are literally totally cool. They help the GPU to remain totally cool. I think that I'll put it down as easier to understand is that we make it in a square shape, so we can just squeeze in the same space. The oval shape probably just use the same size or same volume of or same space. Nein, Melvin, das ist noch nicht bekannt. Was los, wenn AMD was rausknallt. Das wird wohl noch ein paar Wochen dauern. It's easier to say, the more heat pipes, the more efficient the heat can go away. Yeah, and there is no air between them. No. Exactly. Because if there's air, I mean, that air doesn't really do anything to, Da hoffe to ich habe keine dissipate any heat. Lieblingsgrafikkarten. So you want to remove any dead space, basically, that you can. Yeah. All right. And as you know, the GPU die size is getting getting smaller. So we have to mention the heat pipe to let the GPU direct contact from the heat pipe. I have a question in chat. Is MSI a Chinese company? No, MSI is a Taiwanese company. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ganz. Guck mal, müssen sogar beide lachen, weil zwischen China und Taiwan, ne? Da gibt's ja, also Taiwan will ja unabhängig sein und die sagen, wir gehören nicht zu China. Offiziell gehört Taiwan aber zu China. Michiel, maybe you can post the link to the giveaway. All right. Can you also tell me something more about the heatsink design? So, because I know that last generation we introduced the wave curve heatsink, as it was called. Eric, maybe you can show the capture, because I showed on the website. Yeah. So it's the wave the wave shape in the fins, but also a deflector that basically is like it's stamped out of the Deflector, wenn ich das höre. Kennt ihr noch das Spiel Deflector aus 90er Jahre, 80er, 90er Jahre? Mega geil. When the air hits it on the way down, it's being deflected towards the heat pipes, right? Brian, die ist aber echt schmal, ne? Die er gerade hat. Of Ah nee, sah erst so aus, ist doch nicht. It looks like this is like if the products roll out of your factory, it's not completely finished, but this actually has a aerodynamic feature. Yes. Function. Yes. Die lassen sich da aber auch was einfallen, really ne? Mit den Kühlern, das ist schon teilweise krass. It looks like a rocket that you can just blow the air away from here. Yeah, exactly. So yeah, it does help the air to go everywhere, even to make the air go through the holes to contact with heat pipes. So what it does is to make sure the air can go through the fins and to touch the heat pipes. So okay, Blue Byte, vielleicht hatte ich Unrecht. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Er schreibt, Taiwan gehört offiziell nicht zu China. China will Taiwan wieder zurück, weil die mal zu China gehört haben, aber Taiwan ist komplett eigenständig, nicht so wie China und Hongkong. Okay, danke für den Hinweis. Für mich gehörte Taiwan immer zu China.
rather than a flat surface, which would result in some turbulence, Umfrage which gucken wir you gleich will nur. perceive as noise. Ich erinnere mich gleich It will nochmal help dran. to bring the air down smoother next to the fins or in between the fins. Ist zu spät, and Fahnklapp, it will Umfrage reduce ist the durch. amount of noise because it reduces the amount of turbulence. Yeah. So I think this is one of the things that we look into the details and try to make sure the fins can really make sure that the air goes without any obstacle in between. Yeah. So it can go through the fins easily. So when it goes easily, which means no noise will be made. Yeah. What I find interesting, and when we were in a shoe, we talked with you guys, and you explained like all these small details, they add up. Yes. Meaning the cooling paste, the waved fins, the Torx fans, everything adds up into having good and silent cooling. And the balance is very tricky to find the right balance. Because I mean, how hot can a GPU get? What do you think is like 80 degrees? Should end users don't worry, or 100 degrees? Yeah, what is the safe temperature for the GPU? Or differs that per GPU? Nvidia sagt 93 Grad, ne? I think it depends on the requirement, the temperature. Maybe I think for this time, the below 80 or below 75 should be fine. Yeah. But even if it gets Unter hotter, for 80 example, Grad, 90 degrees, should gamers be like worried or shut down the PC, or is it still weiß es selber nicht genau. but it's okay, it won't be damaged, for example? Ja, Nvidia sagt 93, ne? Ja. A bit damage because the Nvidia, they have a safe protection, so Der Matt 84 degree and the 90, they have a different protection functions, so don't worry about it. But I think like 90 degrees kind of red light for us. It's like, whoa, 90 degree? No. We're trying to make sure 90 degree won't be touched. Yeah, because a lot of customers, a lot of people, they think, if it gets too hot, you know, my house will burn down or something. or the card will damage. Ja, trotzdem bin ich der Meinung, dass die Leute vor diesen hohen Temperaturen einfach zu viel Angst haben, dass das gar nicht nötig ist. 90 Grad ist doch nicht das Problem. Schau dir mal ab, eigentlich sind 90 Grad kein Problem. But then of course the GPU will basically throttle back a little bit. Ich hab's aber auch nicht gern, aber das ist alles nur Kopfsache. That's pretty much it. So it's also very hard to intentionally damage your GPU. So if you are accidentally, you know, even if you're just playing a game, you should never be in a situation where your GPU gets damaged because of getting too hot. Yeah. That's simply put the conclusion there. Yeah, I saw a question in the chat. Is MSI also launching on the 17th? And so he's asking about our custom designs. Yeah, the 3080, yeah. Yes. So yes, our cards will also be available on the 17th, which is for 3080, and 3090 on the 24th. Yes. And the 3070 we don't know yet, but that will be somewhere in October. Yeah. Ja, das ist doch schon mal geil. Dann kommen die Custom-Karten auf jeden Fall gleichzeitig mit den Founders Editions, ne? So habe ich das jetzt verstanden. When 3090 hits the market, they will probably announce when 3070 will come. Yeah. I guess, you know, we don't know. Ja, Moment, MeowV, ne? Ob du die dann auch wirklich im Laden hast, das ist ja die andere Sache. Aber offiziell mit dem gleichen Tag wie die Founders Edition. Sehr geile Sache. Pre-orders on their website, and no e-tailers or resellers are allowed to, or will take pre-orders yet. No. Pre-orders. I think you just have to wait until the individual. Nee, also die Tests wird es erst zum NDA geben. Das NDA läuft dann am 17. oder so, dann mit nachmittags ab. 3070, it remains to be seen because we don't have a date yet, but somewhere in October. Yeah. I see another question. Erik, any info about when water-cooled MSI cards will be available? No, not yet, but we will have them in the future. And this will still take some time. Yes. Yeah. At some point. But we're working on it. I mean, just very shortly as well. I think we can highlight the fact, you know, for Turing, for example, and in previous generations, we had a lot of different models. You know, so in the past generation, we had Ventus, Armor, Duke, Gaming, Seahawk, Arrow ITX. Ich finde das zu viel. You know, all the different cards, and you might be sitting here thinking, I only see Gaming and Ventus, and you're right. These are the cards that we have right now at the launch. Warum muss man so viele verschiedene Kühllösungen im Portfolio haben? Warum? Tell you Ich finde das from echt zu reliable viel. sources. Thomas, moin. These guys,
They told me. they told me. Dein Craft-Adapter sind dabei, ja. More cards coming. So on the GPUs that we know, there will be more cards coming. But I cannot tell you which ones exactly, or when, or how they will look, because that is still, a secret, let's say. So. Yeah, even it's a secret. I think it's always an interesting topic to talk about water cooled graphics card. And I think Vince has been telling me a lot, like, well, water cooling is still a topic that we still have to focus on it to see if there's a chance that we can have some model for that. But for now, for us, it's like we're trying to figure it out how we can fit in the entire product lines to deepen the entire product lines, and also we have the SCDKEY in the past. Yes. So ist das auch richtig live? Habe ich überhaupt auf live geklickt? Ja, ist live. How are we gonna make sure SCDKEY is a good product in the future? So there's a lot of consideration in there, but according to the product development and the die Ventus ist ein bisschen langweilig, halt so normal, nichts Besonderes. Es war schick, aber how are we gonna create this product in the way die Gaming that ist schon nett. Players would like. I see a question. Just one? Well, I see a lot of good questions, so I'm trying to catch them from time to time. Will there be enough stock? Well, the answer is no. Aber wo mein Factory, kann man bei mein Factory schon irgendwie was sehen? Usually not, no. Yeah, no. Usually there's not enough stock, and I don't think course. this will be any different. Yeah. So what usually happens in the beginning, the first batches, the first shipments, was vielleicht. they go to us, to Peter and me. Yeah. And Yeah, no, without joking. Schade. I mean, in the beginning, it's always the production is ramped up, so it will take time, to get volume in the market. Yes. There are a lot of people waiting for mein this. Factory höchstwahrscheinlich auch erst am Erscheinungstag. Ich glaube nicht, dass da was resellers are not kommt. allowed to take pre-orders, but on the 17th and the 24th, when Aber they're denkt dran, wenn ihr bei meinem Factory was bestellt, vorher auf meinen Link klicken. Link findet ihr natürlich auf meiner Twitch-Hauptseite und unter jedem YouTube-Video. Und der Noah haut den Link gleich bestimmt auch noch in den Chat rein. Würde mich freuen. To answer the question which wasn't asked, but Technik, when is there enough stock in the market? Moin. Normally, this takes like 3 to 4 months. Helle Jansen, gerne doch, aber den geilen Abend haben wir eigentlich hier mehr euch zu verdanken als mir. And no guarantee that is this time. It really depends on the situation, because if everybody keeps buying these cards like crazy, I mean, we've seen it in a couple of years ago. There was the mining situation, and then there's never enough stock because as soon as it leaves the factory, it was already sold. And that's, we hope that doesn't happen again, because that means a lot of gamers couldn't get cards. And of course, especially the cards you're seeing here are specifically meant for gamers and home use. So that's our first, what they're meant for and what we prefer they end up. Also, I saw a lot of questions, people asking about the price. Max Simbel haut erstmal eine Menge Kohle raus im Maybe we Dezember. can show it again. Just a second, I'll just put it on the screen. Because again, we don't have schade, exact prices. Nightcrawler. Mit Asus bei All we meinem have at the Factory, moment das ist eine are the super MSRP ärgerliche prices Sache. from Aber ich kann es Nvidia nicht that they ändern. presented yesterday as well. Aber wer I've got a Asus kauft, slide der here. muss Eric, zwangsweise maybe you woanders switch zugreifen. in in British British pounds. nobody understands I can translate it to dollars for you. The 3090, the MSRP starting price is $1499. The 3080, the starting price is $699. The 3070, when it will launch in October somewhere, should be $499. Yeah, but let us be clear, Theoretisch ist es nicht bekannt, warum die keine Asus haben. so Aber es sieht so aus, als ob das so schnell nicht That's wiederkommt. the MSRP price. I'm not sure that will be the price of the Founders Edition. That's not clear yet. But indeed, it's the starting price. Yeah. And it also really depends on the VAT in your country. Some countries have a high VAT, so that means Man muss ja nicht komplett wechseln. Man kann ja die anderen Sachen dann da kaufen und die günstigen Sachen dann da. Also ich kaufe dann auch bei unterschiedlichen Händlern ganz gerne ein. Because I saw people asking, what will the price be in India? What will the price be in France and Germany? We cannot tell you, because the only way we can tell you is when we see it in the shop there, because also the shops decide the price for the product themselves. So we can't tell you, but it will be somewhere. It should be somewhere in the neighborhood of the MSRP. But for the gaming card, usually they will be a bit higher. Nein, das ist noch überhaupt nicht bekannt. It has a bit more
features and Poenrad ist kein Kaffee, ist Tee. So hier ist immer Tee. Adding a little bit of cost. 1 Euro für Monty-Fan und 56. Ja, Monty reicht dann 700 Watt Netzteil mit 31, 80 und 10.700 K-Part. Ja, doch. Ja, ist jetzt ein bisschen mehr, wäre nicht schlecht, aber also, da sehe ich jetzt keine Probleme. Related question there, because you're talking about price. Seat-Fahrer und Tané sind I auch saw a question da. about what does the X stands for, and is there a difference between X and non-X? So we're talking about the gaming model. Oh yeah, okay, yes. Maybe you guys can talk a little bit about that, Vincent, Brian. So you have Gaming X Trio and you have Gaming Trio. So one has the X in it and one doesn't. What's the difference? Nö, Tee trinke ich immer, weil das ein bisschen besser für meine Stimmbänder ist, weil ich ja in Streams ganz schnell mal heiser werde, weil ich zu viel laber. I think in a different model like Dirt Ventus, Rider, we usually have the OC model, then it is replaying what X concept comes So from. the X stands for overclock. Yeah, overclock. More overclocking megahertz that you can have out of front. Yeah. Yes. Gaming So X. the X version is overclocked Ich will out nur of die the X. box. I think that the factory overclock. Manuel, Right? vielen Dank für 100 Bits. Monty, the best. Danke. Right. And do we already know what our overclock will be? Our clock speeds? At the moment, we still don't really know how much we can do die on wissen this gar nichts, CPU ey. because we Die just setzen sich da hin received the und wissen eigentlich information from nichts, ne? NVIDIA and we're still working on it. Yeah. Oder die dürfen es But nicht by the sagen. time when the product hits to the market, we'll know that. So to explain this to everybody, Cyber, die because Preise maybe sind schon seit they're a gestern little Abend bit drin. surprised. So we are developing the cards, Yes. but we don't know the actual speed No. until the announcement of NVIDIA, Yes. because they also want to keep this secret, that there are no NDA leaks or no information leaks out, and that they have a nice surprise on the event. Well, I was surprised. Yes. So, and then after the event, we're getting the let's say the clock tables, because it's always like increasements of, in the past was like Aber ich habe vorhin schon 27 gesagt, of the 26 Subwoofer, die megahertz, I MSI believe. finde ich ein bisschen schicker. War 36, eigentlich so, so, ja, beide schon and auf then we einem can Level. Ja. start testing Ja, das with ist our auch ganz thermal, geil, optisch. with our card. Ja. Nur Asus ist ja in der Regel ein bisschen teurer und deswegen stehe ich da nicht so And in what drauf. safe regions we can overclock it with having the right balance between performance, Yes. noise, and cooling. Temperature. Temperature, indeed, yeah. I think it's not just about one individual thing. There's all the Yes. things we have to consider about. We have to think, oh, this should be fit into the Ja, da thermal warst du wohl design, noch and nicht this da. should be Ist auch very nicht good schlimm. for the product itself. When everything is considered, and that's the card that we can put on the Yeah. table. I think, Peter, in last December, we were in HU and we did a live stream about how this is developed, because Yes. actually the GPU is developed with a hot plate. So let's say the graphics thermal card is developed with a hot plate. So The thermal design, you The mean? thermal We design, saw, indeed. We saw So- footage indeed of, I think, your colleague Jerry. He showed us a hot plate Jerry. that simulates the GPU or the heat output of a GPU, for example. So you could set it to, I don't know, 200 watts, for example, 200 watts of TDP or heat output. And then you can test a thermal design based on that hot plate to see if it can handle that, disperse that kind of heat. And I think that's, Yes. I think also basically how you develop the Sag thermal Nintendo, designs from the nein, du beginning, brauchst right? You kein don't- PC it's not Express like you had 3.0. Das the habe ich in meinem Ampere heutigen Video auch nochmal klar 6 gemacht. months ago, PC right? Express, You only got them du brauchst kein literally 4.0. maybe a 3.0 few reicht weeks ago or vollkommen this aus. week, not sure, but very late. So that's Also also why, eine 3090 it's kann always vielleicht ein question bisschen of von you have 4.0 to oder so develop a ja, product based on, Performance rausziehen, glaube ich aber ja simulation nicht. of the heat Ich glaube and nicht, dass sie make mit sure that you have 4.0 enough deutlich margin. schneller sind. But it's always, Das ist eher ein Problem, wenn der Speicher voll ist. Dann greift 4.0. Designed it on the actual product when you get it. a few questions again. Are you going to show any benchmarks or gameplay? No, that's not allowed. Natürlich nicht. When will the editors or the media have reviews? We don't know yet. We only know the 17th and the 24th the cards hit the market. Yes. And if you can buy them, Yes. then probably you can do your own benchmark. So Yeah. I guess benchmarks will also be around that date. Yes. Die dürfen noch keine Also, Benchmarks raushauen. Wollen wir what wetten? was the other question? Yeah, the Verboten. question was, is the launch date only for the US or worldwide? Actually, the launch date is for worldwide. Yes. There will be everywhere stock, but of course, if we get like a number of pieces, we divide them for all the regions, geo regions, they divide them in the countries, they divide them among the distributors, among the resellers. So, you know, it will spread out. But of course we try to Shoot 'em supply, up, aktuell the sieht whole so aus, world. haben die vorhin gesagt. Die haben vorhin gesagt, dass die gleichen Termine gelten für die Custom-Karten von MSI. No, I'm just. I think we can fill 2 hours with only questions. Of course, of course. 7700K. No kidding. Yeah, no kidding, Ja. no kidding.
Okay. Kann man zumindest versuchen. Is the RTX 30 series going to be compatible with PCI Express 3.0? It's a good question because NVIDIA announced it's going to run on PCI Express 4.0. Yes. So the answer is yes. It just works in Gen 3. I think you can cut that sentence short, Eric. It just works. It just works. Yes. Okay. I know. Ooh. No, but it makes sense, Frage. right? Because there will be a lot of people with motherboards that still have PCIe 3, Gen 3. So it makes sense to Ich glaube make nicht, sure dass that these PC cards Express are also 3.0 compatible großartig with limitiert. all those Glaube ich users nicht. with motherboards that still use that. Yeah. Frage geklärt, Ghostlead, genau. Some a question I saw many times. The power connectors. Ryzen 2700X, kein Maybe Problem. you can show them on this the 3080. Yeah, because well, Or the 30. There's a rumors, of course, there's the power connector. The Ja, custom neue power Kaufberatung connector kommt ja from NVIDIA. sowieso. Was it 12 pin, right? 12 pin, yeah. Yeah. So just to be sure and just to be clear to everybody diese on stream, 3x8 Pin, das ist so pervers, ne? Das ist so pervers, ich komme darauf nicht klar, ey. RTX 30 series Alter. do not use that custom 12 pin connector. No. We have the traditional 8 or 6 pin connectors that you already should have, and you should have all the connectors for on your power supply unit. Yeah. I think we also care about user-friendly experience. So that's why we still stay with 8 pins. That's almost all the power supplies can handle. Absolutely, like 8 yeah. pins possible. Yeah. Well, let's talk a little bit about the other card. Is that a 3090? Ich habe auch noch nie eine 3x8 Pin-Karte hier gehabt. Bin ich Yeah, ganz this one ehrlich. is 3090 because they have a meeting. Right. Okay. Yeah. Yeah. But and other than that, I mean, it's a Ventus card. We didn't really talk about Ventus that much yet. Maybe Peter, maybe you show the current Ventus. Yeah, I heard you're on the table. Also wenn ein Of Netzteil course, nicht it's genug a PC-Express-Anschlüsse dual hat, dann solltet ihr euch This was Gedanken actually machen, one of the cards denn dann ist das Netzteil in der was Regel able auch to gar nicht show dafür ausgelegt. 2.5 Ne? years ago. Also ist dann normalerweise ein neues unveiling Netzteil of the fällig. Turing cards was really nice. Oh, I schick. really love this design as well. And I think many people agree. Jetzt kommen right? mal die and I kleinen think Karten auch noch zum the Zuge. new version, as you can see on the table in front of Vincent, it has 3 fans instead of 2. Yeah, exactly. Sieht man aber nicht. Yeah, sorry. Let me check this one. And it looks a bit different as well. So this one, you know, is a bit, I don't know, it was the first version, let's say. And you, Vincent, that's really, it looks way cooler, I have to say. It's more like the aggressive. evolved version, right? Yeah. And also, one Das of ist the eine things I RTX noticed is, 2000 there was a custom fan design on this one, but it wasn't Torx fan on the Turing Ventus cards, right? The one you're holding, it has fans that look very familiar to me. Yeah, this top span the 3.0. There you go. So those were the fans that actually are on our gaming cards for the RTX 20 series, right? Yes. Oh, ich sehe schon, der what we fällt do, gleich noch eine we Grafikkarte this runter. year, Ich würde mich so bepissen vor Lachen. No, Ne? let's say last year's high-end fans. We're going Wenn to da use jetzt them eine this Karte year. runterfällt. I don't want to ich say würd nie mehr entry level einkriegen. or mainstream, but yeah, that one. Well, Of Ventus. The thing is, it's really hard to say indeed like entry level or something, but within a GPU segment, Yeah. because you can't really say 3090 is entry level, right? That just doesn't make sense. But within the 3090 segment, you have our gaming trio card, which is in front of Brian pretty much, and you have the Ventus card. And as far as within that segment, the Ventus is the card that we try to get as close to the MSRP as possible, right? That's fair to say. Yes. And so what you see there is also, I mean, it doesn't have LED, but what it really focuses on is really the essential experience and the essential things needed for a great experience. So cooling and a very reliable, durable product. Can you maybe show the backplate? Because again, with the heat pipes. Yeah. No, Bryant Yes. as well. Aber ich bin jetzt gerade überrascht, okay. ne, wie Next to lange each other. man So also the über game- diese beiden the separate, Grafikkarten the reden inside kann. of Ne? the backplate. Wie, der Stream läuft jetzt schon über eine Ja, Stunde. die Pipes. right. So Ja, viel ja, gibt es ja. ja eigentlich gar I nicht saw dazu zu somebody sagen. said, Ne? are Aber they ist now schon really irgendwie cooling? krass. So I want to show that quickly. Yeah. Yeah. Sturztest live, Perfect. der Perfect. Ernst. So, yes, it's cooling. But on the Ja, also ich würde es 3090 feiern. Ich bin ganz ehrlich, ich Ventus würde es card feiern, wenn die runterfliegen. backplate, it also has the Man, jetzt sind thermal, 70 the Ti heat auch. pipes, right?
Yes. Because the 3090, I just mentioned the memory size is a 12 GB, so we have to cool down the back PCB, the memory. So we have also have a heat pipe on the Ventus. Yes. Yep. So the setup is look quite the same like this. Yes. Two heat pipes and goes from the memories to the Also mich hätte jetzt mehr interessiert, so wenn die jetzt so das ganze Programm mal vorgestellt hätten. Daniel ist auch da, willkommen. The entire heat pipe to the heatsink, then you can go out from the graphics card. Somebody reminded me about the giveaway, which I just did. Sorry guys, I need to hide you a little bit. So Peter? All right, so the next winner is called Uksu. Actually, I picked two. You want to announce two as well? Yeah. All right, two winners then. The first one is called Uksu, and the second one is called It's Flash. It's Flash. So congratulations, guys. We'll get the codes out to you as soon as possible. You both won a $20 Steam voucher code. Ja, das hast du jetzt schon dreimal You gesagt. can still win if you participate in our giveaway, because this stream we're going to be giving away a couple more codes later on. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Sandrine. Keine Ahnung. Because for the Ventus, I mean, we talked about most of the features about the Oder meinst du jetzt das mit der OS? Ich habe Samstag keine Zeit. Ich bin Samstag in Hannover. There are some Wird differences, schwierig. like the fan, it's a Torx fan 3.0, and the gaming one has 4.0. But a lot of features are also similar, right? Because, for example, the core pipes you showed and explained earlier, Ventus is using. Ich bin Samstag auf der Street Mac in Hannover. Vielleicht sind ja ein paar von euch auch da. Wenn man sich sieht, ne, immer ansprechen, würde mich freuen. Yeah, a lot of other things. Yes, it looks different, but on the inside there are actually a lot of similarities. Blizzard, links bitte ein bisschen kürzen, das ist zu viel. Can you tell us Das ist a echt little zu bit viel. about that? Yeah, the airflow control we still have. So the most of the key feature, the fan, the heat pipe, and the fin technology. So this is 3 key points. So we all put in the Ventus. So that really means that Ventus is, well, I don't want to say close to gaming, because gaming will offer a better experience. Blizzard, for it, MSI hat das nicht geleakt, sondern der Raw Game hat das geleakt. Das ist ein Unterschied, ne? Solution and a very solid choice for a card. Kamera, Akku, da müssen wir eben Akku the wechseln. test as well, because it's usually Ventus manages to surprise a lot in a good way. The one difference is the power connector. We use the 2 8 pins. All right. Yeah, there is a difference with the gaming, because the gaming need to more powerful and use the more overclocking potential. So that's why the power connector is different. So we have not only Gaming X, which is pre-overclocked from the factory, but it's also more overclocking potential, you say. So Noah, du übertreibst es mit deinen Heul-Smileys. overclocked with like Afterburner. Sehr schlimm. Yeah. Okay, cool. Once a version becomes available, of course, because it's quite still a bit early. I think Afterburner. Ventive, die 2000er Karten, die still, Preise werden ins Bodenlose fallen, wenn sie das It's nicht so amazing, but I think on it's that. one person that's really doing it. But yeah, he's I guess working Noah, doch, du hard übertreibst. to try and make sure that we get Afterburner support as soon as possible. I see a lot of questions about how loud is the fan, what is the TDP. Sorry, those questions we cannot answer yet because our clock speeds are not 100% final. Es kommt bestimmt After dann we noch finalize 3080 them, Ti. we of course we know the. Ich will kein those TI numbers. mehr. But I mean, Ich will kein again, Super und kein we TI will refer mehr. you to the upcoming at Ich some will point, vernünftige media Zahlen. reviews. Dann sollte They von mir aus always do eine their tests 3085 about, rausbringen. Damit wäre ich noise, zufrieden. performance, so you will Aber get diese all the details. Nachbezeichnung da And hinter den also, Nummern I mean, finde ich you nicht gut. know, you want to have those The tests New from the media, Lightning, because we can moin. tell you, of course, but I think it's better if a third party tests it with their own like real world setting and stuff like that. So it's yeah, you will see it then. Yeah. Another question: can you maybe show the I/O Till Ernst, panel, so schade. the backside? Yeah, the display connectors. both. Natürlich Well, habe ich why recht, not? Blizzard. Ich habe immer recht. Das ist So überhaupt what keine kind of Frage. connectors do you have? Because I Nein, already heute im noticed Video habe we ich don't wieder have zugegeben, Type-C dass ich schon wieder anymore. mal Unrecht hatte. Ab und zu kommt es ja No. mal vor. So from what I can see, it's 3 times DisplayPort and 1 times HDMI. One
itself. Ist gerade hier alles rot. Jetzt wieder grün. Ich bin gleich wieder da. Bin schon wieder da. Passiert mal. Keine Ahnung, woran es lag. Der Stream hängt und der Chat explodiert. Freiflug, Klick, passt. Nein, alles gut. Nicht sofort in Panik ausbrechen. Ich verschwinde nicht, keine Sorge. Ja, Franz, der Tank, ne? Guter Einwand. Er schreibt nur 4 Ausgänge, braucht 5. So 4 Ausgänge ist nicht so mega viel, ne? Ist schon eng. Will there be like can you convert the HDMI signal to Type-C if you have a Type-C monitor? Ich bin wieder da. I know, I read the chat. Ey, wir haben über 600 Zuschauer. Das ist irgendwie völlig krank, oder? Also RTX 3000, die Leute sind echt im Moment absolut gehypt. Die gucken alles, was irgendwie geht, habe ich das Gefühl. But for the universal usage that people are going to use to connect to the displays, HDMI and DisplayPorts are more universal than Type-C. Ja, die Temperaturen kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt mega niedrig sein werden, besonders bei einer 3090 und 3080. Vor allem, wenn der 3080 wirklich 320 Watt aus der Dose zieht. Rabatt-Code, jawohl, ich habe USK. Und zwar ein Viewer weg, das kann sein, ne? Allgemeiner, ne? Einmal hier Stream-Lag oder so, dann sind ja sofort zig Leute weg. We don't have 3070, right? Well, not in... Gary Pixray, ich habe es nicht zusammengezählt, aber es war einiges. What I can show you is we have our product pages online, and there you can have a sneak peek. So I'm going to try and show you guys, because you know we don't want to hold out on you guys. This is something we're allowed to show. Guck mal, jetzt brauchen wir selber gar nicht mehr gucken, jetzt machen die ja schon für uns. Okay, can you show the 3070 Ventus, Gaming Trio. So it seems, yeah. Yes. So I will start Kiwi Miwi with, Event war nicht ansatzweise so geil wie das hier gerade. Das hier ist viel interessanter. So, auch wenn sie jetzt nicht wahnsinnig viel zeigen. Player, der ist well, all the features we just told you about. Die Sprüche immer. Again, don't want to go into too much detail, but it's pretty much the card you see in front of. That's also a question. Sorry. Do you guys suggest a support bracket? Oh, this. Ich mag die Dinger übrigens nicht. Das ist das Einzige, was ich an der Gaming X Trio optisch zumindest nicht mag. Ich finde gut, dass das Ding dabei ist. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, aber mir gefällt das optisch nicht. Und das sieht so aus, als ob du 2 Grafikkarten im PC hast. Ne? Ich stehe da nicht drauf. If you install the graphics card correctly in your PC and fasten both the screws to your case on the I/O panel, and it should be fine. It should not be really necessary. However, we know that people tend to drag their PCs around, or they move house, or they go to a friend's house, or SIs, you know, some of shops, they assemble PCs and then send them to the customers. So there's a lot of transportation. 3290 in einem PC Allgemeiner, ne? Könnte eine enge Geschichte werden. Aber 2,7 Slotbauweise geht. Eine unten, eine oben. Kein Problem. So really, that's the scenario that we think this support is most useful for. But if you want to put it into your PC, even if you don't ever move it, hey, it's in there, especially for I think the triple fan cards, most of them or all of them will have it in the box. Boah, jetzt mach das Ding weg, das nervt. Immer wieder die Animation da, stört ja total. But again, I do want to stress it should not really be necessary. It's not like it's something that you have to do, otherwise something is going to happen. Jetzt hier, so muss man jetzt da sitzen. Peter, mach's weg. Bitte, bitte. Rigid enough Komm, by hau weg. themselves, and also the motherboard and the case should be able to handle the weight just fine. Peter, mal den Kack weg. Das nervt. Seht ihr das denn selber nicht? Chat is going too fast. Jawohl, Peter, hier, das hat geholfen, das ist mit Zeitverzögerung ist es beim angekommen. Aber es leuchtet orange, discussed that earlier, right? We said, I know we had those in the past. Same with Aero, the exhaust fan, water-cooled Seahawk. We don't. I don't want to say we don't know yet. We might know, or we might have an idea because we're working on some things, but we don't have anything we can show you. Die Halterung wird einfach nur dran geschraubt. Yes, there will be. We are working on more models. Einfach nur eine Slotblende geschraubt und fertig. Forward, but we cannot tell you which cards yet or when. So you'll just have to wait. I'm sorry. Brian, do you perhaps have old MSI cards over there that you can compare the size? Ja, das wäre mal interessant. Würde ich jetzt auch mal gerne. Nord, vielen Dank für den Sub. Anyway, ist echt mal so ein Unterschied, ne? You guys asked for the 3070. On the screen here is the webpage for the 3070 Ventus 3X.
So you will see there will be this generation Ventus 3X, which is a triple fan solution, and Ventus 2X, which is the dual fan solution. 3070 kommt mit 8 I'll show you the GB. triple fan. So as you can see here, it looks very similar to what's in front of Vincent. It has a lot of the same features, really cool. Now let's show you the dual fan. Here you go. So this is the Ventus 2X, also based on the RTX 3070. Daniel, also wenn unbedingt eine Halterung nötig ist, dann wird die dabei liegen. Ganz einfach. Dual fan solution available. Sonst würde sich Nvidia wenig Freunde machen. It's only available on the Ventus 2X. And there will be an OC, so a factory overclocked version. 3070 mit 16 GB ist im Moment ja auf jeden Fall ein Gerücht im Umlauf wegen Lenovo. Aber ob das jetzt so sicher ist, ja, also ich bin trotzdem davon überzeugt, dass sie kommen wird. Anyway, so yeah, yes, the answer to your question, and now you saw them as well. Even unfortunately, we don't have. Ventus-Kühler finde ich einfach, ja, ist natürlich eine günstige Karte, klar, aber der sieht halt schon sehr langweilig aus. Ne? Ventus cards. Yeah. So some questions about your system. What do you need? Again, about PCI Express 3.0. Well, that works just fine. But also a question, what CPU do you need in order to run this card? 3070? Weiß ich gar nicht, haben die das gesagt? A big issue. It depends more on what game are you playing and what kind of GPU mit 2 Slot wird die auch nicht pick, auskommen. like 3070, 3080, 3090. Because sometimes the CPU is a bottleneck, sometimes the GPU is and will be the bottleneck. Ja, stimmt, ne? Panis Jim, die sieht halt clean aus. Das ist der richtige I would Ausdruck. suggest just wait a few weeks until the 17th and the 24th. Yes. Then you will see all the benchmark, and I'm sure several media will also run with Core i5, Core i3, with AMD, just to show the impact of the CPU. Tracing Pros. And, where it will be a potential bottleneck. Because technically, I guess you could say a whole lot of a big list of CPUs will be able to run these graphics cards. Yeah. But that's basically saying they will boot into Windows, for example. Yes. So nee, das sind Holländer oder Belgier, also Franzosen definitiv nicht. Aber der Erik, der klingt so ein bisschen französisch, ne? Habe ich auch gerade bemerkt. You know, one of the entry-level CPUs is going to give you a good experience in games. That's a different question, indeed. So there will probably be some like sweet spot combinations. But again, like Eric mentioned, those will probably be mentioned by the media by testing and then seeing which combinations work best with which card. So ja, ich würde jetzt auch again, Belgier sagen. Ne? Ja, ich glaube schon. Apropos moin, Butterhund. Willkommen. Stille? Let's see, what else can you guys, do you have anything else? Stille in meinem Stream, das geht ja mal gar nicht, das hatten wir ja noch nie. Fan designs, because we, yes, these cards are quite big and the thermal designs are a bit thick, right, heavy. But I think we have something that we've been using for quite a few generations and has worked quite well, which is called an anti-bending brace, right? Or an anti-bending strip. So of course, ist, glaube ich, aber schon ein bisschen extrem dargestellt. Because, I mean, some of the cards are quite big and heavy. So it makes sense, because we want these cards to be strong and das H510 DreamHack ist ein sehr schickes Gehäuse. Ich finde es cool. So you also have it there, right? Eric, maybe you could show the close-up view? Yep. There you go. Because I see Bryant is actually holding one of them. Er sitzt jetzt da, als ob er gar nicht wüsste, was er da gerade in der Hand hat. Everything also about details on graphics card. Yeah. We love keeping the weight and to make sure every detail is touched. Noah? So, you get very durable, very silent, and yeah, because these are not really thin pieces of metal, right? These are quite thick, actually. Mini-RTX, so ein Monster im Leben. Can you try to bend it? Also außer es ist wirklich ein groß geratenes Mini-RTX-Gehäuse, aber das könnte echt schwierig werden. Oh, of course. Als ob der das durchbiegen kann. Der hätte sogar Probleme mit dem Zahnstocher höchstwahrscheinlich. Both of cars have it. Alter, die linke ist doch echt fett, ne? Die sieht von vorne ja gar nicht so gewaltig aus, aber von der Seite, verdammte Axt, ist das ein Brecher. And it is attached to the I/O bracket and towards the PCB. So give it like side support. Yes. Right. And it runs till where does it run? If you trace your finger down the length of the card, where does it stop? From here. From bracket. All the way. Blah 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 blah. Here. Right. That is for so it's about 3/5 of the card length, something like that. Oh, I think it's close to the one and a half. A bit more than half, right? Yeah. Ja, so, ich würde sagen so knapp 2/3, ne?
Ein bisschen weniger als 2/3. Yeah. So I think it's it's about the same with Yeah, Ventus. same. Half. More than half. And Das sind echt richtige one of the Backsteine, things ne? that also Wie has Cintiqs. amazed me. I mean, I've been working at MSI now for about 6 years almost, right? So when I joined MSI, I think we just had the 900 series launch. Those were really great cards, by the way. But what really amazed me is that every generation, Ja, buntun, ne? the Nvidia hat so build quality, vorgegeben and quasi, wie die by that I Kühlung im mean how Gehäuse sein solid muss. the card Ne? actually feels, seems to increase. Can Der you tell us a Breakdown, little bit ich glaube, about der how links you hat wirklich managed nicht to allzu viel achieve Checke. that Oder der ist schüchtern oder so, gets keine that Ahnung. solid and you can't really twist or turn it, that it's really that strong? How do you do that? Except for example, so the anti-bending plate is one of the ingredients, I guess. But what else do you use? I think the backplate Frank also denkt, needed. oder schätzt nie einen Asiaten, die können alle Karate. Alright. So viel sind das gar nicht. There's multiple screws going mag through the Asiaten backplate, total right? gern. Into the card, into the PCB. Yes. So that also kind of links everything together in multiple places along the card, right? Yes. And some of them even link through the PCB into the thermal design, into the heatsink. I think that's only maybe at the cooler, perhaps. Ja, Bolo, dann viel Spaß damit, würde ich mal sagen. Ne? Say this part. This part. Yeah. Yeah. I think also like From here? the more sync design. Oh, okay. Other side. No, this one. Hey, noch eine Karte. In this part. Nee, die hatten wir schon. Yeah. So you can see indeed. So at multiple points, actually, you know, the backplate It's has a multiple uses. One, it looks nice. Yes. Don't forget that. Aber trotzdem Dampfit 31 Secondly, cm as ist natürlich schon eine Brian Hausnummer. showed earlier as Ne? well, Das ist some of nicht the backplates gewöhnlich, have, sagen wir mal especially for so. 3090, they have heat pipes on them. Nur, Other backplates Mal have gucken. maybe something else special, like a special ingredient, but I'm not sure if we want to show that now, or talk about that now, let's say that. But also, they help to strengthen the card and keep it rigid and help against bending, Nur, for ich kann sagen, example. was You ich know, will, at das least können immer make traurige it feel a Smiley. lot more solid. So it actually, a backplate does quite a lot for the graphics card. It does. For the cooling Leute, ich part, muss, I think we'll ich talk drück's about jetzt mal that. ganz And deutsch for aus, the ich muss strengthen pissen. part, I Bis think gleich. we also try to make sure everywhere is touched, especially the screws, where to touch, where to attach to the card, and I think Nvidia also has some minimum size for the distance in between the backplate. Yeah, and the yeah, of PCB. course, yeah. But I think these are standard, because I remember at some point there were, it's always difficult. You have, for example, a graphics card, of course, you mount it on a motherboard, right? That's always how you do it. And even within motherboards, the layout is very different sometimes. And I remember at some point we had a graphics card and a motherboard, and we put it on there. And actually the backplate almost hit the some part of the, what is it? The memory slots, I think. So there's, I think there's also like maybe an ATX standard or something like that, but there's a standard indeed that you have to keep in mind when creating graphics cards. You can't just make the backplate as big as you want to, right? There's certain restrictions that you have to stay within. And limitation. Yeah, exactly. Yeah. Because I mean, even looking at some generations, we try to make graphics cards big, sometimes even crazy, crazy features or something like that. But something simply you cannot do because you have to stay within certain restrictions to make sure it can actually fit on a motherboard and be used. Otherwise, you just end up with a graphics card that looks crazy, maybe has really great features, but unfortunately you can't fit it into the Boah, PC. das tat gut. Das tat gut. Der ganze Tee, der muss I einfach think mal raus. this time Vinta is also working very hard to Ja, aber wir wollen den Kübel unter den Tisch stellen. Gary Pixquire definitiv nicht. We need better and bigger heatsink for the cooling, but we also have to see how big the car should be developed in the way that we can put the car in the case. Business ausnahmsweise erlaubt, kein Rudolf, das ist aber sehr I freundlich see von some dir. nice discussions in the chat. Hast du deine Hände somebody made a gewaschen? very Natürlich good nicht. remark. Ja, ich bin ein Mann, ich wasche doch keine Hände. Alter. Komm hin, nein. That's true, but I believe RTX IO Natürlich wasche ich will Hände. still be a few years before there are games using that. So
Also Leute, jetzt mal ohne Spaß. Ich würde jetzt noch gerne so ein paar andere Designs sehen. Das würde mir echt gefallen. MSI hat so viele unterschiedliche Kühldesigns und jetzt hat man ja insgesamt 2 gesehen. Das war's. Du brauchst du brauchst ja keinen 7700K tauschen. Also das kann man eventuell mal machen, aber ich würde es erstmal versuchen mit der 3080. Und wenn du dann wirklich nicht zufrieden bist, dann kannst du hinterher immer noch tauschen. Aber erstmal würde ich sagen, kann man versuchen. Ja, auf der Website gibt es einfach nur die 2, ne? Schreibt der Shoot'em Up gerade, also viel mehr sind wohl noch gar nicht so in Mache. VR support, well, Type-C, no, that's removed. A lot of things actually we already support is removed, weil hat keiner benutzt. Wenn den USB-C-Stecker keiner benutzt, dann warum soll Nvidia dann weiter als Hardware mit einbauen? Ist ja Schwachsinn. I think we can call it the first AAA game in VR, right, with the Half-Life Alyx. If people are worried, but can Preise wurden nicht genannt und werden sicherlich auch nicht genannt, glaube ich. You just need HDMI connector and Onkel Dix, moin Monty, was hältst du von der Founders? Optisch mega geil. Optisch sehr schön gelungen. You know, don't worry. If you plan on playing VR and you're wondering, well, can one of the Ampere cards that, you know, a 3090, 3080 or 3070, can they actually handle it? Yes, easily. Easy. So also people are asking 2 questions regarding the PCB. One is about water cooling. Will you use the reference PCB? No. I don't think that anybody will use the reference PCB because this time there is not really a reference PCB because the Nvidia. Es benutzt auch keiner von den Boardherstellern großartig das Referenzboard. Das kann ich mir nicht vorstellen. Will use a custom PCB design. And this will be a big challenge with water cooling. Because water cooling vendors, companies like EK, for example, they will need to Hoffe, ich gebe dir einen Tipp, einfach nicht so oft fragen, dann hast du auf jeden Fall größere Chancen. And that will take time for a lot of cards. Yes. So that's not to say that there will not be any cooling solutions or water cooling kits for PCB for the reference PCB design. Who knows? I guess they can do it, but it's going to look completely different to what we've seen before, I guess, because the PCB that Nvidia has created. Ich brauche unbedingt, ich habe ja Mikrofonnamen, aber ich musste mal unbedingt irgendwie hier auch mal hinbauen oder was, weil ich würde mich viel lieber so ein bisschen zurücklehnen, aber dann hört man mich nicht mehr ganz so gut, ne? Ich muss mich dann so hier hinsetzen, so. This is the problem. I see a lot of good questions, but then I try to break in, wait until you're finished talking. Genau, wenn dann eine 3080, 3090 bin ich zu geizig zu. 3090 würde ich mir nicht kaufen. Ansteckmikro, nee, Sandre, Ansteckmikro klingt kacke, das muss bearbeitet werden. That's a good one. Wenn da kein Kompressor, keine Rauschunterdrückung drauf ist, willst du das nicht hören. These days is, can it run the new Microsoft Flight Simulator, right? Lass mal wieder Bizeps zeigen. It's really heavy. It's the new crisis, indeed. It's quite interesting. Nvidia didn't show any of those benchmarks, and if you now look at Flight Sim, Microsoft Flight Sim 2020, it's like doing 1080p. Ghost Lead Streamer ist der CPU viel wichtiger. Depending on your GPU. Natürlich muss die Grafikkarte auch passen, ist keine Frage, aber besser würde ich CPU auf jeden Fall bevorzugen, oder am besten einen zweiten PC. No, full release. It's released already. Yeah, but is it like early access? No early access. Because I can imagine that they might try to optimize it a bit more so it runs a bit more smoothly on more systems. Nee, 500 Watt, das wird eng mit der 3070, ne? Die braucht 220 Watt, ist mit angegeben. Ja, also es ist echt eng, sagen wir mal so. Also ich würde 600 Watt auf jeden Fall nehmen. 500 Watt wird höchstwahrscheinlich laufen, selbst mit 10.700K oder 3.600 oder 3.700, aber ist nicht unbedingt optimal. No, this is at this moment still very difficult because like what we talked earlier, we're still working on the final clock speeds, which will determine the noise or fan sound, which will determine the temperature, but also the power usage. I mean, Nvidia has released some, on the Nvidia webpage, for example, there are some target TDPs, for example, or, estimated power usage things, yes. Actually, later on this stream, we have a slide where we talk about some of our new products that are kind of linked to this, power supplies. Yeah. And so there are indeed some numbers from the Nvidia website, so you can get some indication. Nee, hoffe ich, denke ich auch, wie viel man über 2 Grafikkarten labern kann. Das ist schon irgendwie krass, ne?
Ich wollte wirklich nur einen kurzen Stream machen heute. Ich dachte, das geht ein Stündchen. Jetzt sind die schon 1,5 Stunden am Labern. I also looked at our product pages. Weiß einer, wie lange der Insider normalerweise so geht? Wie lange quatschen die da? Projected power usage is not on there yet. These things will be provided when we have the information. So probably you can expect it somewhere in the coming weeks, or at least around, for example, for 3080. Probably we should have those numbers by the time of the. Labern nicht 4 Stunden, labern die da doch jetzt nicht. Yes. So very sorry guys, we cannot answer all the questions yet. Some parts are still under NDA, so we're actually not allowed to discuss them. And some parts we simply don't have the actual numbers yet, because they're still being fine-tuned as we speak, actually. By these fine gentlemen that you have here. Martin, also a lot of questions about the performance of MSI versus the NVIDIA reference design. Well, that's very difficult to say at this moment, but just wait for the reviews, because we're not allowed to talk about it. Yeah. Well, yeah, exactly. That's what it comes down to. Short version, Peter. Yeah. Long ich habe das version, Gefühl, es geht dem Ende entgegen, oder? Yeah, also a question for some persons. I mean, NVIDIA, they have some new software, or they will have new software for streamers that you can automatically remove the background. Will this work on your MSI cards? Of course, yes. I don't know, maybe we can start using it. Sorry? We could try it. It looked cool though. It looked very cool. Eigentlich unterhalten sich nur Peter und Eric, ne? Die beiden oben, die hören einfach nur zu und ja. But yeah, so viel passiert von den beiden. Besides the hardware and all the things that they announced, of course, there were also some really cool things like the streaming software. Da seid ihr alle neidisch hier auf diese dicken Arme hier, die mal viel monströser waren damals. Ach komm, ich zeig's dir weiter. Something for content creators. I'm not actually what it was called, but something that can help to generate more, very easily actually, really cool graphics effects from still images. A lot of cool things come out just besides the Ampere GPUs themselves as well. So, can you answer this question, Peter? Which one? On top? Well, yeah, it depends. I'll ask the guys if they want to go into that. So somebody's asking that I guess they saw our website. And they're asking, can we explain the difference between a graphene backplate and a normal backplate? Wow. Very interesting one. Ich habe jetzt gar nicht zugehört, ehrlich gesagt. It is a very proud masterpiece that Vincent has been working hard for this kind of feature. I think we're looking for the breakthrough for alternative from plastic. Nein, das Shirt reißt nicht. Das darf auch nicht, das ist das einzige RTX-Shirt, was ich habe. Metal is the king for transferred heat. Tillians, SLI verbindet 2 Grafikkarten miteinander und rein theoretisch hast du dann die doppelte Leistung. Praktisch leider nicht mal annähernd. Substitution that we can use it for to make it into the compound with the plastic. Yeah. And then I think graphene is quite new and it's also being made into cell phones, mobile phones, notebooks. Or, I think it's very popular materials nowadays for like 5G. Ja, ne, Mock haben wir ja gestern schon geguckt, so, dass die RTX 2000 Karten werden jetzt natürlich rausgeballert ohne Ende auf eBay Kleinanzeigen und auf eBay. Gestern Abend sah es noch relativ ruhig aus, aber heute ist ja, glaube ich, brutal. Ne? 2080 Ti für 400 €, wer jetzt zuschlagen will, warum nicht? Und mit der Lenovo-Karte ist es noch gar nicht sicher, das ist einfach nur ein Gerücht. And he gave me a lot of materials to work on to see how graphene it really is. And actually, it's very interesting that we can make it into the compound with the plastic, and to let the plastic, which doesn't really have the feature or the functionality to transfer heat, but graphene does the job, and it does very well. And the performance that we saw, or the testing that we have so far, is quite close to the metal. Ich glaube, den Firmen ist jetzt selber langweilig. Die haben bestimmt so eine bestimmte Zeit, die sie jetzt irgendwie durchziehen müssen. So, hier, wir müssen jetzt unbedingt 2 Stunden streamen und darüber reden, aber jetzt mal im Ernst. Also allgemein finde ich die Kombo ja ziemlich cool von den 4 Jungs, aber jetzt langsam wird es dann doch öde. Ne? Es kommt einfach nichts Neues mehr. Hat EVGA schon was vorgestellt? Eigentlich ist EVGA immer ganz vorne mit dabei, das sind immer mit die Ersten. Ne? Ich kann mich noch an der Gamescom 2018 erinnern, wo die alle schon die ganzen RTX 2000 Karten hatten.
But also, indeed, so graphene has very good thermal Also eine 3090 wird AMD wohl nicht kontern können, das glaube ich nicht. Die anderen beiden natürlich. Property as a good thermal conductivity in the right circumstances. So by applying that to a mixture with plastic backplates. Spinos, MSI-Stream läuft immer noch. Ich bin selber überrascht. Ich habe da nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich bin jetzt schon gemütlich am Abendessen. Nee, nix da. But also really helps with thermal dissipation. Und Flo, vielen Dank für den Sub. Endlich mal so ein bisschen Abwechslung hier im Stream. Ein paar Subs. So we tend to use these features on gaming cards this time. Starting from 3080 and then 3070. And on Ventus as well, it will go from 3080 and Sandril, du darfst ja gar nicht zu schreiben, du bist völlig Aorus verblendet. Sandril ist ein absoluter Aorus-Fanboy. Das ist ein bisschen krass. The temperature is quite low. You can feel it has certain different. It feels cool. Almost like a. Nein, Sir Deveron, es gibt keinen AMD-Termin, noch lange nicht. It's quite cold, right? Yeah, it is. Like, cool. No. Very cool. Yeah. It's very cool. All right. Der knutscht Grafikkarten. Was ist das denn für einer? I think also there's toughness. Yes. Yes. It's like krach. It is strong. I saw you did tests in a laboratory as well, right? To see also ist gefährlich, solche Sachen immer im Livestream Um, zu machen. Das kann schief gehen. Ne? Das kann schief gehen. So roughly how much stronger Aber ist ja is it Metall, compared also to wenn a er verbiegt es sich nur und traditional bricht ja plastic nicht. backplate, for example? Under the same situation, actually we did the test on. Nein, Lord Ripley, das kann man noch nicht sagen. Das ist alles noch viel zu früh. So we did a test with one needle or kind of measurement from here, and I pointed it down. So on a plastic backplate. Sandril, wir brauchen ein LCD-Display auf einer Grafikkarte. Wofür? Mein Mainboard hat auch ein LCD-Display. Da gucke ich nie drauf, das interessiert mich gar nicht. Das sieht einfach nur ganz nett aus, aber kostet nur unnötig Geld. Put it down on the table, and we have the 5 centimeters distance from the table to the backplate itself. Then under the same 3 kilograms force, then the plastic backplate won't have any space left. It will touch the bottom of the table. It will touch the bottom, even the table. But Kein Rudolf, aber die tragen ohne eine chinesische Schutzbrille. Also, die wissen es schon, Sicherheit bei der Arbeit geht vor. Stimmt auch. Schutzbrillen sind das. Die brauchen die Brillen eigentlich gar nicht, ne? Herr Ghost-Lied, das Gewicht würde mich auf jeden Fall von der rechten, von der Gaming-Karte auf jeden Fall sehr interessieren. Absorb heat, basically, and then with airflow, again, like quite similar to how a metal. Do we have some benchmarks of this? I've seen some tests, but I think we would rather ask. Monty-Fan, was passiert, wenn das Netzteil die gegebene Leistung vom System nicht geben kann? Dann läuft der PC, dann stürzt er entweder ab, geht einfach aus oder geht gar nicht erst an, wenn es zu wenig ist. Meistens gehen die PCs dann aus, sobald die Leistung zu hoch ist. Dann plötzlich so fupp. Und dann denken viele, die Hardware ist kaputt, aber das Netzteil reicht einfach nicht. But that's in a laboratory, so you also want to see real-world tests. And I think going forward, when media start having these cards, we can expect to see media with nächsten 3 Jahre kannst du 3080 sicherlich benutzen, denke ich schon. Guten Abend, Morgenmuffel! Ist auch da. Gut, dass du nur morgen und kein Abendmuffel bist. Ach, 5 Kilo wiegt die doch nicht, so Quatsch. Nein, 5 Kilo hält ein PC Express Slot überhaupt nicht aus. Jürgen, mach's gut! Really impressive and really promising, so this is indeed really exciting, guys. Another question about the data. I mean, we're talking about the clock speeds are not final yet. I also saw on our product page that, for example, I'm not sure, maybe TDP, of course, is not there. Maybe size is missing, maybe weight is missing. Yeah. Maybe it's NDA, maybe we're not allowed to publish this data yet, but do you know when this will go online? Because a lot of people are asking, they want to compare all the cards to each other. You know, that they even can see all the small differences. Yeah, or even if they fit into the case, for example, like the sizes, the dimensions. Yeah. Is this like something of a couple of days, or are we talking about a week? Or nein, also über ein Kilo werden die natürlich wiegen, klar, aber 5 Kilo ist natürlich völlig daneben. I think maybe 1 week. Die Sache ist ja die fühlen sich ja, wenn man sie so in der Hand hat, viel schwerer an, als sie eigentlich sind. Yeah. But it depends. So, for example, especially for the 3080, of course, that one will be first because that one is scheduled to release first. So, but for example, if some of you guys are waiting for 3070,
that might take a little bit longer because again the launch is also it's in October somewhere, we don't know when yet. So yeah, expect 3080 and 3090 probably quite soon, all those that information. 3070 might be a little bit later, but Erik verschwindet schon so langsam aus dem Bild und gleich geht er einfach. Another winner. All right. Yes. Time for another giveaway. Congratulations. All right. The next winner. Oh man, this name. Muss wieder Werbung machen. I'm gonna try and pronounce this. Maybe use this name. No. Ich will auch mal Werbung für Steam machen. Steam, was ist los? Chaos. Schick mir mal eine E-Mail. Chaos. With SZ at the end. Congratulations, you also win a $20 Steam voucher code. We'll send it out to you in the coming days, so you can spend it on whatever you want. One of the many games that's coming out. Der 3090-Karte als Giveaway wäre schon ein bisschen geiler, ne? If you haven't participated yet, you can still go to msi.com/2/insider And or Michiel will also click on put the it in link the in the chat. chat. Yep, and participate. We'll have some codes still to give away. Yeah. So auf die Karte zu Can you, knutschen. because you've got some cable connected there to the gaming card, which is showing some of the Mystic light, right? So can you show a little bit of the Mystic light on the card there? And with the Mystic light, Hallo, if you guys are not familiar with MSI, willkommen. that's the RGB LED on it. Ja, Opa Gustav Ganz, ich weiß nicht, wie lange die noch streamen wollen. Ich bin weiterhin überrascht, dass es so lange dauert. Yeah, it always is in a studio. We have the same problem. Maybe this helps. Ab und zu will, ja. No, Ich kann mir vorstellen, das sind ja MSI-Leute, die schlafen. Die müssen mit so einem Karten schlafen. Oh, der Greenscreen versagt gerade. Okay. Wrong room, Eric. Wrong light switch. Okay, we're gonna show some. Look, this is what I want to achieve. Start at the mystery here. Leichte technische Probleme, das kennt ihr ja aus meinen Streams. Technische Probleme sind bei mir ja normal, aber schon seit mehreren Streams habe ich keine mehr. Hier läuft alles mittlerweile super rund. Mutter Licht aus. Oh. We wish we had a better camera. RGB Power! Yeah, this is always very difficult showing RGB LED in the. Ja, wie gesagt, von der Seite könnte da ruhig ein bisschen also mehr kommen. Ne? Ich finde nur das MSI-Logo finde ich ein bisschen schwach. But I think mindestens we das get the idea. Geforce Rtx Logo noch. On the side or the north edge, I think you guys call it. Der Panzer-Jam, nein, ich habe 100k immer noch nicht voll. Vielleicht kommt ja eine 3080 zum Testen und behalten. Ja, mal gucken. Also bisher hat sich Nvidia bei mir noch nicht gemeldet. Schade, aber soll ich machen. Das Problem war aber auch mein Skype. Also ich bin mit Nvidia per Skype immer in Verbindung und mein Skype hat gebuggt die letzten Wochen. Und deswegen, ja, habe ich gar keine Meldung bekommen und so weiter. What's that? Eric was saying the effect on the backplate. Akkuschmack, das einzig technische Problem bei dir ist, dass du schon wieder kein oranges Shirt an hast. Ich habe doch ein Nvidia Geforce Rtx Shirt. Muss da sein in so einem Stream. Yeah, like Knight Rider. Yeah, you can say that is quite similar. Oh, that was really cool. But I think this part is quite different than we done in the past because we mounted the LEDs on the PCB. All right. So, and to be clear, no, I'm not going to say that. That's NDA. MioV, desto weniger RGB, desto besser. Du kannst RGB da ausschalten. Das ist so ein Feature, was I need doch to nicht think about stört. what I'm saying. So, Wer es haben will, kann es anmachen und wer nicht, nicht. NDA. Again, Daniel, kannst du mal auf ein paar Custom Designs reacten. Das können wir auf jeden Fall die Tage mal machen. Gute Idee. Wirklich gute Idee. So you can imagine we were using the 30 series names for a while, the 3080, 3090. It's weird for us that now we're allowed to say Aber nicht mehr heute. Jetzt nur wieder. That keep saying, don't say it, don't say it, don't say it. we're conditioned like that. And we have a lot of different nicknames for the GPU. It's like, well, no. Dankeschön, ich fühle mich geschmeichelt. Yeah, well, Eric has a new nickname as well. Eric is now called Eric NDA Van Burden. I see this, yeah. Aber die Jungs, die sind cool drauf. Ich finde die cool. Auch wenn es jetzt sehr langweilig ist, aber die haben gute Laune und die versprühen gute Laune, das gefällt mir. No. Yeah, there needs to be a different, right? Also ich höre auch gar nicht, ich bin ehrlich, ich höre gar nicht mehr richtig zu. Ich gucke fast nur noch im Chat. So that's only on gaming. Und ich hätte jetzt ohne euch auch schon längst ausgemacht, bin ich auch ehrlich. Alter, was ein Klopper, 17th,
I hope we can do a teardown. Ich habe keinen Tee mehr, ich muss beenden. Now we're not allowed. And on the 17th, if we have some cards here and Peter trusts me. No. I will do it because I know that if you do it, it's going to be RIP. Well, that QB is a special eine Win-Win-Situation. And I can tell you now, Vincent and Brian, you can't fool them anymore. They will not accept RMA from you. Ich mache jetzt auch ein bisschen leiser. Ja. Bring mir einen Tee mit, danke. Nö, ich habe ja selber keinen mehr. Ken Rudolf, sei nicht traurig, du hast ja uns und wir haben dich lieb, aber ist mein letztes Herzchen, was ich heute zusende. Ken Rudolf, danke. No homo dahinter, ne? Ist klar. We have to save something for later, right? Caro, wenn ich das Teil in meinem PC bauen will, muss ich anbauen. Ja, du bist nicht die Einzige, ne? Das sind schon echte Klopper, aber ne, ihr habt ja gestern gesehen, die 3090 Founders Edition ist nicht kleiner. Das ist auch ein absolutes Riesenteil. So are we going to have any wildcard cards of Ventus or gaming? But I think we talk about the topic as well. Yeah, right? but I mean, this guy is just joining, and he has a good question. It's something that, you know, again, this is, I think, also referring back to what Eric mentioned before. You know, how do you make a card, and how do you make those choices? NDA. NDA. Yeah. No, but I mean, it's like, it's indeed, I remember in the past few months, this was one of the 16K topics Gaming that in came 4 up, Jahren. and we're discussing, Dann wird noch nicht mal should we make a 8K Gaming wild durch card, or sein. should we do something like that? In 4 Jahren hat jeder I mean, Dritte höchstwahrscheinlich einen 8K-Fernseher, wenn überhaupt. I'll let you Also guys von say it, 8K Gaming sind wir noch so weit entfernt. Das interessiert aber auch nicht. Vor allem für 8K Gaming brauchst du nur mal einen riesen Monitor. Also für einen 55 Zoll Fernseher ist das ja noch sinnvoll aus der Nähe. Aber bei normaler Größe, was ich hier habe, 27 Zoll, ist 8K Gaming völlig blödsinnig. 4K ist wirklich brutal, du siehst keine Pixel mehr, nix. Das ist schon gut so. Also ich bin ja ein Fan von höheren Auflösungen, keine Frage. Aber dass das jetzt wieder so vorab schon gehypt wird, finde ich ein bisschen übertrieben. Und die RTX 2000 konnten übrigens auch schon 8K Gaming. Ne? Also die Auflösung kann an der RTX 2000 Karte übrigens auch. I think having a graphics card is all 4K about fun thing, reicht voll gerade, so ist das Obergustav-Ganz. Then why don't we just make the card even interesting, even more? Nö, 4K auf 27 Zoll, du siehst den Unterschied auf jeden Fall. Also ich habe hier 27 Zoll, ich habe WQAD-Monitore und ich habe in der Mitte einen 4K-Monitor, du siehst den Unterschied ganz klar. Yeah, I see some people talking about motherboards like aber es ist jetzt nicht so, also es ist PCBs. jetzt kein Muss. Ne? And the reason that we don't do this anymore Also WQAD is reicht in der Größe auf jeden Fall auch. With those white PCBs and silver PCBs, it's ja, oder very Full HD mit 240 Hertz, ne? to get the trace lengths or the signals correctly. Yeah, Vincent also knows. So, and in these kind of high speeds, I mean, 4K-Material, Mariluda, gibt es schon reichlich, ne? Aber 8K-Material, es wird genauso laufen wie mit 4K. Vor 10 Jahren hat ein 4K, ja, so die Anfänge waren da, ne? Und da, ja, da wird immer ewig dauern, genauso ist es. Jetzt ist 4K zwar Standard im Fernsehbereich, also es wird kaum noch ein Fernseher ohne 4K-Auflösung verkauft, aber trotzdem, beim Zocken ist es ja immer noch nicht wirklich Standard. Und 8K, 10 Jahre. Reden wir mal von 10 Jahren, dann wird 8K Gaming Standard sein. MSI-Netzteile, nein. Interessiert mich gar nicht. Performance and stability and having Kennst du das 8K-Videos von Linus? Hoffe ich, nein, kenn ich nicht. Bringt ja auch nichts, ich habe keine 8K. Ich habe keine 8K-Geräte hier, was soll ich mir da angucken? Der Stream ist noch zu laut und du zu leise. Dann stelle ich den Stream mal ein bisschen leiser. Ich habe bei mir selber schon leiser gestellt, aber wie gesagt, ich merke gerade, es sagt ja auch keiner, nee, Stream bitte weiter darauf eingehen oder nicht mehr so viel labern. Beschwert sich gerade keiner, dass ich viel am Reden bin. Also der Stream wird jetzt echt brutal langweilig halt. Ne? Trotz der sehr sympathischen Protagonisten da. Ich muss den jetzt nicht unbedingt mehr haben. Monty, kennst du das Monty-Lied, Ernst? Nein, das kenne ich nicht, falls es das überhaupt gibt. Berlin Stoll, der hat mal einen Monty Mix gemacht auf jeden Fall. Das kenne ich natürlich, aber sonst nicht. Lieber Monty als Stream, Sanel, vielen Dank. Am Ende geht es bei Game auch um den Spaß. So ist das auch. Moin moin Mädels, Joe 95 Go ist auch dabei. Aber ist ja nicht nur Mädels da, ne? Hier, Männerpower.
EVGA Master Race. Jetzt Caro, die armen Schweine müssen ihre totschlagen, die Zeit, ne? Und haben selbst keinen Bock mehr. Also, der Stream geht echt zu lang, ne? Ganz im Ernst, der Stream geht viel zu lang. Also, wenn die es jetzt so machen würden wie ich, so dass man dann plötzlich über ganz andere Themen spricht, von mir aus über Privates oder sonst was, dann ging das ja noch. Aber die reden wirklich die ganze Zeit über die Grafikkartenkühlung und über nichts anderes. Das ist echt krass. So World of Street Warzone macht auch in 1080p Spaß, natürlich. Spiele machen ja in niedrigen Auflösungen nicht weniger Spaß oder in höhere nicht mehr. Ist ja nur was fürs Auge halt. Ja, Hoffi, besser als die Gamescom, aber tausendmal besser als die Gamescom. Und auch viel, viel besser als der Asus-Stream von gestern. Der ging einfach gar nicht. Genau, Franz, Asus hat über 360 Hertz geredet, aber es war sehr, sehr langweilig, voll durchgeskriptet und leider haben die da keine Emotionen reingebracht. Also es war nicht interessant, ganz einfach. Okay, next. Monty und Chat, Fantastic Shark, willkommen. Always. Our chat is always filled with NDA. Welcher Ryzen wird wohl für die 3070 GPU passen? Soll auch nicht zu groß sein. Jetzt habe ich im Moment den 3600er, der ist doch super. Fun Club. Mehr brauchst du gar nicht. 3600er ist doch spitze. Außerdem kommt es auch viel darauf an, in welcher Auflösung du natürlich spielst. Je höher die Auflösung, desto uninteressanter die CPU. Ne, wenn du jetzt CSGO auf maximaler FPS spielst, dann solltest du vielleicht über einen Intel zum Beispiel nachdenken. Aber allgemein, die Kombination Ryzen 3600, 3070 ist doch perfekt. Moin Moin, der Fisch ist auch da. 444 Zuschauer haben wir gerade, sehe ich. Schnapszahl. Monty, was gibt's zum Abendessen? Ja, ein bisschen gegrilltes, ein paar Fritten oder so, nichts Besonderes. Schnelles Essen. Aber ich habe trotzdem mega Hunger. Ich habe wirklich mega Hunger. Ich dachte, der Stream dauert ein Stündchen. Jetzt sind wir schon mal über 2 Stunden. Ich wollte nicht so lange streamen. Ehrlich nicht, weil ich gestern schon über 4 Stunden gestreamt habe. Ich brauche mal ein bisschen Sofa-Auszeit hier. Bei uns Bratkartoffeln, Akku Schmacko. Oh, sehr lecker. 9600 KF kann man auch noch locker machen. Super CPU. Fantastic Shark, echt, die reden seit 2 Stunden über deine Graka. So ist das. Monty muss Haier. Nee, Haier nicht. Aber ich bin seit heute Morgen 7 Uhr auf dem Bein, ne? Ne, dann Radfahren, dann frühstücken und dann arbeiten, YouTube, Video machen und direkt hier, ihr habt es ja voll mitgekriegt, der YouTube-Video ist noch nicht mal ganz hochgeladen, habe ich den Stream schon gestartet. Und das heißt, noch keine freie Minute gehabt heute. Mann, Monty doch keinen Hunger, dann hört er früher auf, Hoffi. Richtig. Ich kann mir wohl vorstellen, dass Noah jetzt hier alle Nachrichten wegballert oder was, die um Essen gehen, damit ich länger mache. Noah, wieso kommt denn jetzt ein trauriger Smiley? Was ist denn jetzt los? Den verstehe ich jetzt nicht. Jojo fand schon anmaßend, wie der Bauer so meinte, sei mal ruhig, mein Stream will euch nicht hören. Hä? Seid mal ruhig, mein Stream will euch nicht hören? Zu wem hat er das denn gesagt? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wer soll denn mal ruhig sein? Hä? Oder meint er den Chat oder was? Ich habe Angst, dass du nach dem Stream Schluss machst, Noah. Noah, du hast immer Angst. Ich kann einen 24-Stunden-Stream machen. Und nach 24 Stunden mache ich Feierabend und dann Noah auch. Traurig. Ich finde es ja gut, dass ich so tolle Fans habe und so treue Fans vor allem. Aber irgendwann ist halt mal Feierabend. Multiple-Bruder, du musst nach dem Event noch die Karten-Comparison machen. Nein. Warum? Das mache ich im separaten Stream natürlich. Aber was hat er denn da liegen hier? Was ist das? Ich dachte erst, das wäre auch eine Karte oder was. Aber nix da. Kryptolord, Monty, höre ich richtig? 24 Stunden Stream? Nein. Also du hörst zwar richtig, aber den werde ich natürlich nicht machen. Auf keinen Fall, das kann ich gar nicht. Ich ziehe mir gleich noch Intel Launch rein, Telener, viel Spaß. Intel hat mich auch eingeladen dazu, aber nee, ich habe kein großes Interesse dazu. Es geht um Laptop-Gedöns und so und das lässt mich ziemlich kalt. Nuswan ohne Bits, moin Monty, sowie die restlichen Personen hier im Chat. Willkommen, Nuswan. Danke für 100 Bits. Denkst du, Monty, es wird noch eine GTX-Reihe geben? Ja, Fantastic Shark, das ist ja das große Thema im Moment, ne? Es sieht ehrlich gesagt nicht so ganz danach aus. Ich hoffe es aber inständig, dass es keine gibt. Also, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es sieht im Moment alles danach aus, dass es eine geben wird. Ich hoffe aber inständig, dass es keine geben wird. Und dass Nvidia wirklich Raytracing bis hinunter zu den ganz günstigen Karten bringt.
Also die GT-Karten natürlich nicht, aber die komplette ehemalige GTX-Reihe wäre schon schön. Wäre schon schön. Fortnite-Stream ein und voll. Ich spiele gar kein Fortnite, habe ich nichts mit am Hut. Aber heute in meinem Video, ne, ich habe kurze Sequenz von Fortnite RTX gezeigt, ne, also mit Raytracing, was wir ja gestern auch schon im Stream gesehen haben. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, wenn man mal so drüber guckt. Ich wäre eher für RTX bezahlbar für alle eben, ne? Also so, auch so ab 100, 150 Euro die Grafikkarten, dass die alle dann RTX heißen und da Raytracing bekommen. Also ich glaube nicht, dass es bei einer 3060 aufhört. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Morgen, wie viel gestern eigentlich an Spenden zusammengekommen, war ja verrückt. Spenden war, glaube ich, kein neuer Rekord. Also ich habe es nicht zusammengezählt. Ich glaube, es waren 500 Euro oder was ja schon mega geil ist. Ne? Also es war schon wirklich schon immens. Aber neuer Rekord war es definitiv nicht. Wir hätten schon mal mehr Spenden. Aber ja, ihr seht es ja heute, in den meisten Streams gibt es halt kaum Spenden. Ist ja auch gar nicht schlimm. Heute gibt es halt ein paar Euro 50. Und dann gibt es halt so einen Ballerstream, wo die Leute total abdrehen. Ne? Die Unterschiede zwischen einzelnen Streams sind einfach immer wieder immens. Aber am geilsten waren nicht die Spenden, sondern die mega vielen Zuschauer. 3.950 Zuschauer, das war der blanke Wahnsinn. Leider haben wir nicht die 4.000 erreicht. Das war ein bisschen schade. Natürlich jammern auf hohem Niveau, ne? Jammern auf hohem Niveau. Was waren denn die maximalen Zuschauer gestern? Ich guck mal eben nochmal rein. Stream-Übersicht. 3.898 Zuschauer waren es. Ne, Quatsch. Ne, das ist heute. Einzelne Zuschauer. Ach, von gestern den sehe ich gar nicht mehr, oder was? Ah, schade, ist von heute. Mist, schade. Ja, aber so, 3.900 Zuschauer waren es gestern auf jeden Fall, das passt. Und das war für meine Verhältnisse ja schon unglaublich und ich glaube mal, dass ich die Zuschauerzahlen nie wieder erreichen werde. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals wieder so viele Zuschauer kriege. Das wäre der blanke Wahnsinn. Leck, ich habe es gerade gesehen, meine Kilobytes sind hier gerade so ein bisschen abgegangen, aber bei mir sonst ist alles gut. Also müsste jetzt eigentlich wieder laufen, das war nur ganz kurz wieder. Habt doch nicht sofort immer so viel Panik. Ich bin doch noch da, Leute. Also, können wir uns eben einig werden, wenn ich den Stream ausmache? Also nicht mein Stream, keine Sorge, Noah, alles gut. Aber wenn wir den Stream hier ausmachen, oder zumindest leise machen und ich mich wieder groß stelle, ich denke mal, Noah, jetzt hör mal auf hier. Monty macht dein RTX-Gesicht größer, weil der Stream ist jetzt einfach nur noch uninteressant, oder? Ich glaube, da sind wir uns schon ziemlich einig, ne? Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Was wir eben machen können, wir haben ja noch eine Umfrage offen. Wir haben noch jetzt, Achtung, Monty in groß. Der Schock ist immer riesig. Ist für mich selber immer ziemlich hart, ne? Wir haben noch eine Umfrage offen hier. Abstimmung verwalten. Aber trotzdem, Noah, ich streame nicht mehr allzu lange, ne? Das so mal zur Info. Noch ein bisschen quatschen können wir gerne machen, aber mega lange wird es nicht mehr. Ich ehrlich, sonst falle ich gleich vom Stuhl und verhungere und da gibt es gar keine Streams mehr. Das wollt ihr doch wohl auch nicht. So, die Umfrage muss ich mal eben rüberziehen. Die Umfrage war, welche Grafikkarte sieht für euch optisch schöner aus? Gucken wir uns eben noch rein. Gucken wir uns eben noch rein. Was ein geiles Deutsch. Was ein geiles Deutsch. Und da ist er, welche Grafikkarte sieht für euch optisch schöner aus? Founders Edition 70% und MSI-Karten 30%. Und ja, Founders Edition ist halt einfach auch ziemlich geil, ne? Ist einfach ziemlich geil gelungen, muss ich sagen. Hauptsache die Kühlung, die wird dann auch so gut, wie man es so erhofft, denke ich mal. Hoffe ich mal. Oh, endlich wieder guten RT-Effekte auf Montys Stirn, ne? Ja, ist auf jeden Fall wieder reichlich RTX vorhanden bei mir, ne? Boah, den Stream müsst ihr euch mal angucken hier, den Chat. Wie krank ist das denn? Giveaway. Boah, was ist das denn für ein Gespamme da? Ja, die haben keine Mods, ne? Die haben nicht so gute Mods wie ich hier. Boah, was soll das? Oder müssen die Giveaway schreiben, damit sie irgendwie eins kriegen oder so? Keine Ahnung. Ich finde es jedenfalls irgendwie krank da im Chat. Da geht schon die Post ab. Die haben auch 7.300 Zuschauer, gar nicht mal so wenig. Die Gamescom hatte teilweise auf jeden Fall weniger, ne? Die hatte weniger. Wann kommt denn das nächste Setup-Stream? Hoffi, boah, gute Frage. Können wir mal auf jeden Fall mal wieder machen. Vielleicht Sonntag. Vielleicht Sonntag. Ist aber kein Versprechen. Vielleicht Sonntag. Müssen wir mal gucken. Vielleicht Sonntag, denke ich mal. Wegen ein paar Euro. Hoffi. Ne, könnt ihr jetzt schon mal zumindest so euer Setup ein bisschen fotografieren. Nächster Setup-Stream wird ja auf jeden Fall kommen. Da können wir uns auf jeden Fall drauf gefasst machen. Die müssen sich damit zum Gewinnspiel anmelden für Giveaway. Okay, aber das ist aber nervig. Also sowas würde ich nie im Stream machen. Mit diesem Giveaway, was hier gerade abgeht, das ist ja total kacke. Guckt euch das mal an. Der Chat läuft über, keiner kann mehr was schreiben.
Nervt tierisch. Könnt ihr von mir aus auch reinschreiben. So, komm, jetzt mache ich aber auch mit. Jetzt schreibe ich es auch rein. Giveaway. Jetzt mache ich auch mit. Wie meinst du überhaupt noch angenommen? Ich sehe es gar nicht. Meins wird gar nicht mehr angenommen, glaube ich. Nicht bei mir reinschreiben, ihr Pfeifen. In dem Stream hier. Ja, meins wird gar nicht mehr angenommen hier. Das ist zu viel. Klau Monty ein Cookie. Nein, hier werden keine Cookies geklaut. Blattwark. Monty gewinnt. Nee, ich gewinne ganz bestimmt nicht. Ich habe noch nie was gewonnen. Ich habe wirklich noch nie groß. Nee, ist gar nicht richtig. Also ich denke jetzt gerade nur aber an eine Kirmes, so an Losbuden. Da habe ich tatsächlich meinen ersten Preis geholt und habe mir einen Rotz geholt als kleiner Junge. Aber sonst, ich habe noch nie was Großartiges gewonnen. Nee, ehrlich nicht. Ganz, ganz traurig. Wurden Preise genannt, Alpha Tuning? Nein, wurden keine Preise genannt. Also am Anfang war es noch sehr, sehr interessant. Am Anfang war es wirklich interessant. Da haben die noch viel geredet, da war es sehr lustig. Okay, lustig war es zum Schluss auch, ne? Aber die haben jetzt über 2 Stunden über die Grafikkarten geredet. Jetzt kommen übrigens gerade Netzteile ran. Ne, aber Netzteile so, hier können wir zumindest mal eben einblenden, dass der MSI jetzt auch Netzteile bringt. Aber ist ja alles hier, glaube ich, mit Corsair so ein bisschen verbunden und so weiter. Sieht man ja auch. Also von daher relativ uninteressant das Ganze. Spiel Lotto? Nein. Wer Lotto spielt, ist eigentlich ein mathematischer Dummkopf. Ein mathematischer Dummkopf, ne? Nicht falsch verstehen. Lotto spielen ist mathematisch absoluter Schwachsinn. Ist so. Natürlich, es gibt ein paar Lotto-Millionäre in Deutschland, klar, keine Frage. Aber rein mathematisch gesehen ist Lotto der größte Blödsinn, den man machen kann. Man hat einen riesen Einsatz im Verhältnis und eine winzig kleine Chance, überhaupt was zu gewinnen. Es bringt einfach überhaupt nichts. Gar nichts. Also da, ehrlich, da ist Poker auf jeden Fall, wenn man Poker ein bisschen kann. Ich habe ja früher viel Poker gespielt, ist auf jeden Fall eine sinnvollere Sache, weil da hat man, je nachdem, wie man da so drauf ist, das Glück hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, hat man beim Poker eine deutlich größere Chance. Papa hat schon gewonnen, Monty, The World of Street. Ja, wie viel, ne? 3,50 € oder 5 Millionen? War gewonnen im Lotto, haben die meisten schon, die öfter mal gespielt haben. Aber jetzt wirklich viel gewonnen. Das haben wohl die wenigsten, denke ich. Und besser als Rauchen, Ventiver, ist das Ganze natürlich sowieso. Der Miezefrang, Monty, muss ich mal oben, dein YouTube-Video loben. Achso, deine YouTube-Videos sind immer top, vielen Dank. Hab mal eine Frage, würdest du dir eine RTX 3090 Founders Edition holen? Die sehen dieses Jahr richtig gut aus und das Kühlkonzept sieht auch vernünftig aus. Grüße, du sympathischer Würstelkopf. Nein, meine Meinung ist ja bekannt, eine RTX 3090 würde ich mir nie kaufen, weil die viel zu teuer ist. Ich würde niemals 1.500 € für eine Grafikkarte ausgeben. Wüsste ich nicht wofür. Der Mehrnutzen ist auch gar nicht da. Ne? Eine 3080 reicht ja vollkommen. Die hat im Moment ja mehr als genug Leistung für alles, was man so braucht. Also, warum eine 3090? Nö, brauche ich definitiv nicht. Der Fantastic Shark hat beim Lotto dreistellig gewonnen. Ja, dreistellig geht ja immerhin, aber wenn du natürlich auf Dauer mehr Geld reingepumpt hast, dann bringt dir das am Ende auch nicht viel, ne? Man sieht gerade die Netzteilempfehlungen. Ja, hier sieht man sie auf jeden Fall. Netzteilempfehlung. Können wir gerne nochmal groß machen, damit man sie auf jeden Fall einmal sieht. Jetzt sind das Gold, Platin oder was für Netzteile sind das? Weiß ich nicht. Zweimal PCIe 8-Pin, einmal PCIe 8-Pin. Ach so, das hat jetzt gar nichts mit den Netzteilen zu tun. Monty, Vollidiot. Ich habe das gerade gar nicht gerafft. Okay, das sind jetzt die entsprechenden Empfehlungen. 750, 650 Watt. Die Überraschung ist nicht so wahnsinnig groß. Mit 10.900K Prozessor. Das war klar. Ja, können wir auf jeden Fall wieder ausmachen. 3070 ist mir schon genug. 750 Watt, what the fuck? Ja, aber war gestern schon klar. Wurde ja schon gesagt. Die Miete Frank gerade eben gesubbt. Ich danke dir recht herzlich dafür. Und wieso höre ich eigentlich den Alert nicht? Achso, ich habe, glaube ich, zu leise gemacht. Kann das sein? Ich habe meinen Headset zu leise gemacht. Kann eventuell daran liegen. 150 € für Netzteile. Ja, das kommt noch dazu. Das muss man noch dazu ausgeben. 450 Watt müssen reichen. Meine 1080 läuft damit auch. Ja, aber 450 Watt wird nicht für eine 3090 reichen. Das wird eine ganz enge Geschichte, weil die dann das komplette Netzteil fast alleine auszehrt. Würde ich mal so sagen. Mr. Random Rage, sag mal, Monty, 700 Watt mit dem 2700X Prozessor reicht aus. Ja, sicher, reicht aus. Macht euch jetzt nicht zu viel Angst. Mit dem 700 Watt Netzteil kommt er in der Regel auch aus. Nur wenn er sowieso ein neues Netzteil kauft, dann solltet ihr ein 750 Watt Netzteil für die 3080 und 3090 auf jeden Fall kaufen. Noch dazu ist das Ganze mit dem 10.900K ja im Verbund. Und wenn ihr ein 3060 oder so nutzt, der braucht 3600 meine ich, der braucht ja deutlich weniger Strom.
Mit einem kleinen i3 ist das sowieso überhaupt kein Problem, CDW. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Noah, es ist Zeit, jetzt einen traurigen Smiley rauszuballern. Ich muss was essen. Ich bin jetzt schon wieder 2,5 Stunden hier zugange. Das reicht, denke ich mal, locker. Ich habe gestern auch so lange gestreamt. Irgendwann ist einfach mal Feierabend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Morgen streamen, weiß ich noch nicht, kann sein, aber ich will jetzt noch keine genaue Ansage machen, ob ich morgen streame. Ich habe jetzt 2 Tage hintereinander gestreamt, ist schon eine ganze Menge. Und Mahlzeit Monty, danke Alucada. Und ich werde den Stream jetzt beenden. Ich werde noch eben schön gemütlich duschen gehen. Vielleicht drehe ich auch mal eine kleine Runde mit dem Rad. Wetter ist ja schön heute. Und dann gibt es was zu essen. Und ja, der Stream war heute auch so lange nicht geplant. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt jetzt mein neuestes Video auf YouTube an. Und der Stream von gestern ist jetzt gerade seit 7 Minuten auf meinem DasMonty Uncut Kanal zugegen. Könnt ihr auch noch mal gerne reingucken. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream und im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.